Also, ich war ready. Oh, das ist auch der perfekte Track jetzt vom Titel her, um hier einzusteigen. Mensch, wenn der Titel sich jetzt noch im Stream-Overlay ändert, dann sieht man das sogar. Aber dauert natürlich immer ein bisschen. Ich komme aber schon mal rüber. So. Guten Abend. Peace. Es ist Peace. Ja, da. Denn wir spielen heute Metal Gear Solid Peace Walker. Da habe ich gemischte Gefühle zu. Ganz ehrlich. Weil, ja, kein schlechtes Spiel, aber es hat seine Längen. Und es hat sehr viel Nebencontent, wo ich noch nicht so sicher bin, wie viel ich davon spielen möchte. Weil es teilweise auch ein bisschen tedious ist. Mal gucken. Aber ich mag das Spiel. Ist nicht so gut wie Metal Gear Solid 3. Ja? Aber Metal Gear Solid 3 ist meiner Meinung nach auch Peak. Aber naja. Was erwartet uns? Ein PSP-Titel. Und zwar der einzige Hauptteil, der auf einer Handheld-Konsole rausgekommen ist. Allerdings in der überarbeiteten HD-Fassung, die für die PlayStation 3 rausgekommen ist. Die ist nämlich in der Legacy Collection mit. Also es sieht nicht so hübsch aus wie Metal Gear Solid 3. Weil es ist halt ein PSP-Spiel, aber es sieht nicht ganz so ranzig aus wie auf der PSP. Und es hat nicht so tolle Cutscenes, aber das werden wir sehen. Und ich will es vor allem sehen, denn ich war so deppert und habe mir noch eine gebrauchte Elgato Game Capture HD gekauft. Und die funktioniert diesmal auch komplett jetzt erstmal. Das heißt, ich sehe wieder, was ich tue. Ein bisschen Gefummel gebraucht, damit das auch wieder alles flüssig im Stream aussieht. Da muss ich ein bisschen, ja, keine Ahnung, rumspielen. Aber jetzt müsste es gehen. Okay, habe ich jetzt alles hier drüben, was ich brauche? Ja. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich gehe jetzt mal rüber. Ich schalte mal rüber auf meinem Hauptmonitor. Die PlayStation. Ja. Ist auch direkt geblendet. Gehen wir mal in die Spielszene. Und da sehen wir es auch schon. Metal Gear Solid Peace Walker. Spielt im Jahre 1974, also ein paar Jahre nach Metal Gear Solid 3. Und wir verfolgen weiter die Geschichte von Big Boss. Was mit ihm passiert ist, nachdem er den Titel Big Boss zugeschrieben bekommen hat. Die Story von dem Spiel ist schon nice. Das muss man schon sagen. Baut viel von dem auf, was dann in Metal Gear Solid 5 weitererzählt wird. Ja, es sind die 70er und Big Boss hat seine eigene Militärorganisation, die Army Without a Nation in Kolumbien, Südamerika, gegründet. Und dort wird er von Leuten aus Costa Rica besucht. Das werden wir sehen. Das Spiel hat auch ein Tutorial. Tatsächlich. Fällt mir gerade so ein.
habe hier ein bisschen umgebaut. Also ich habe einfach mal alles rausgeräumt und wieder hier reingeräumt an meinem Setup. Und seitdem habe ich das Gefühl, ist meine Playstation lauter, wenn die lädt. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass die Festplatte stirbt. Aber mal gucken. Solange sie noch Peace Walker und Metal Gear Solid 4 überlebt, bin ich glücklich. Wobei ich hatte letztens die Idee, vielleicht mal Battlefield Bad Company zu streamen. Den ersten Teil, der nur für Konsolen rausgekommen ist. Weil da habe ich irgendwie nochmal Bock drauf und ich fände das witzig, das mit dem Stream zu teilen. Aber erstmal Metal Gear Solid. Und zwar mit Peace Walker, HD Edition. Starten ein Language Settings. Englisch, Französisch und Spanisch, wow. Aber Englisch. Transferring? Was kann ich denn transferieren? Ich könnte einen Spielstand von der PSP rüberziehen, wenn ich eine PSP hätte. Ich habe aber keine. Extras. Kann die Stimmen einstellen. Ich lasse das mal so. Oh, hier kann ich den wie das im Stream aussieht. Sieht man die Ränder? Das sieht so aus wie bei mir. Aber ich muss das ein bisschen... Ich bekomme das nicht mittig. Seht ihr das auch? Doch, das ist halbwegs mittig. Bei mir ist es aber links ein größerer Rand als rechts. Das ist komisch. Aber ich lasse es mal so. Jetzt ist oben weniger abgeschnitten. Das hat mich gerade gestört. Aber das war's, glaube ich, an... Ja. Das war's an Extras. Mehr gibt's nicht. Und muss ich erstmal mehr freischalten. Dann starten wir ein neues Spiel. Input your player name. Moment. Doch, es ist ein großer Buchstabe. Nee, so ist es Großbuchstabe, naja. Ich hätte jetzt gerne bitte alles in kleinen Buchstaben. Wenn das geht. Ich mache erstmal so. Natürlich wird es Icarus, was sonst.
Eine umständliche Tastatur. So. Ja, der Name ist okay. Ich glaube, den Name braucht man, weil das Spiel einen Koop-Modus hat und einen Online-Modus. Aber den kann ich nicht wirklich benutzen, weil ich habe keine Freunde, die das Spiel haben. Oh Gott, jetzt muss ich... ich weiß nicht mehr, welche Steuerung ich hier benutzt habe. Ich glaube... Ich nehme die Action-Type. Ich nehme die Shooter-Type. Die Shooter-Type ist gleich wie in Metal Gear Solid 4, oder ähnlich wie in Metal Gear Solid 4. Dann kann ich mich schon mal für Metal Gear Solid 4 daran gewöhnen. Oh, es ist wieder komplett anders als in Metal Gear Solid 3, ne? Irgendwie hat jeder Teil eine andere Steuerung. Weapon Select Settings, Equip, Unequip. Da ich keinen Koop spiele, nehme ich natürlich Auto-Aim-Switch. Aber es gibt, glaube ich, eine Mission, da brauche ich die Corps Communication. Muss ich dann anmachen. Das kann ich, glaube ich, noch ändern. Ich weiß gerade nicht mehr, was war. Werde ich im Tutorial wahrscheinlich sehen. Oder irgendwann, wenn es anfängt. Okay. Let's go. Seit 1964. Bild ist fest im Griff des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Ja, von Amerikas Helden zur Sowjetunion übergelaufen. Also das ist die Vorgeschichte von Metal Gear Solid 3, es geht um Ost. Wer gerade nicht mehr weiß, was in Metal Gear Solid 3 passiert ist, alle Streams sind auf YouTube. Meinem Archivkanal kann man sich angucken, dann ist man up to date. Witzigerweise, habe ich vergessen zu sagen, gestern war 13-jähriger Geburtstag von Metal Gear Solid Peace Walker, von diesem Spiel. Und deshalb hat Hideo Kojima ein paar Sachen dazu getweetet. Und die wollten für Metal Gear Solid oder mit Metal Gear Solid Peace Walker eine neue Generation an SpielerInnen ansprechen. Weshalb die an der Präsentation ein paar Sachen geändert haben. Deshalb wahrscheinlich auch hier dieser Prolog, weil die davon ausgegangen sind, dass nicht jeder, der dieses Spiel spielt,
die Vorgängerteile. Oh, das sieht so grottig aus im Vergleich zu Metal Gear Solid 3, weil es ein PSP-Spiel ist. Aber trotzdem, geiles Intro. MSF. Militaire Sans Frontières. Die neue private Militärorganisation von Big Boss. Und Snake. Boss! Hey, boss! Willkommen Wanna im go Tutorial. around? Control Time. Okay, jetzt habe ich auf den Trigger angreifen. Das war vorher mal hier auf Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now, when I give you an order, look in that direction. Look up. Good. Look down. Good! You should be familiar with the up and down controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. Next, we'll check your left and right. Look right. Good. Look left. Ich muss schon mal nichts invertieren. Sehr You gut. should be familiar with the left and right controls now. Press the action button if you're ready to move on. Yeah. Okay! You can change the controls anytime in Options. Go with the method that works best for you. Next, I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now! At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances. Stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? Good. Next, we'll work on your movement. Use the left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly, tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful! Aber kann ich... Oh, ich kann im Hocken... Oh, das ist so eine gute Neuerung. Im Hocken laufen. Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way, and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Tap the crouch button while running! Don't forget it! Jetzt, wenn ich gehe, okay, dann hocke ich mich einfach. That's it! Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you. Or you may be out of Dann hau ammo. ich einfach auf die You'll Fresse. still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss.
Sieht so zahm Fine aus. work, boss! Next, we're gonna practice using the Reinhauen stun rod. muss er. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Die Now, freuen we'll move sich on to richtig von Big CQC. Boss so viel Fresse zu CQC, bekommen. or Close Quarters Combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. Jetzt wird's wichtig. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Finde ich interessant. Es ist halt ein Impressive, PSP-Titel, boss! Now we will try aber trotzdem ist das CQC against Kampfsystem einfach multiple enemy opponents. verbessert worden. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have Es restrained. ist nicht nur für die PSP First, angepasst, es ist restrain an einfach opponent by besser. pressing the attack button near them. Then, tilt the left Weil es stick irgendwie to throw klarer them. ist, wie es By funktioniert. tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Fine Das wird work, noch so boss! wichtig. Gegner Again, und andere Gegner reinschmeißen. go! I'm ready, boss. Nochmal. Fantastic! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the Yeah, icon yeah. appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. So, okay. I get it. Kombos. Fine work, boss! Again! Go! I'm ready, boss. Boss! Press the attack button when the icon appears!
Es geht halt so viel smoother von der Hand als in den And stop. Vorgängern. That's it for today. Thank you, boss. Muss man schon anerkennen, für einen PSP-Titel. Snake. Snake. Und so What's sehen going jetzt die on, meisten guys? Cutscenes aus. We've got guests. Time to move. Master Miller. Don't worry, it's not our friends from Langley. Oh nein, jetzt geht's doch wieder los. I brought him. Made sure we won't follow. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Vic Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in Revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Ah, thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. CIA. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the US. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. Es geht schon wieder los mit den Bildaussetzern. Ich kann kotzen. We can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us.
If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. Macht euch auf eine lange Reise No gefasst. kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in La Costa del Mar Caribe. A Wo few Kaz days ago, herkommt, wird Paz noch erklärt. stumbled upon Keine that Sorge. facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Thank God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only Wir müssen uns purpose. merken, dass sie 16 ist. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. An Army Without Borders. Der Prolog. November 1974, Küste von Costa Rica. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the left stick to move. Use the right stick to adjust your view. To change your settings, use the start button to open the menu. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. Press the directional buttons while holding the R2 button to switch weapons. Ready your weapon with the L1 button. Then press the R1 button to fire. How about a little shooting practice? Try hitting a coconut. Kokosnuss treffen, das krieg ich hin. Okay, es wird langsam entwickelt es sich wirklich zu einem Shooter. Gut, dass ich die Shooter-Type-Steuerung genommen habe. Perfect. Oil drums, driftwood, buoys. There are plenty of targets around here. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. To check your map, press the start button to open the menu. Okay, so The ist Auto-Aim, M16 aber is a Auto-Aim standard ist ja... assault rifle, capable of rapid fire. Nee, Auto-Aim ist ja... Nee. Also wenn, dann mache ich das so. That's it. Aim ist ja was für... Leute, die nichts können. Perfect.
erste Metal Gear Solid Spiel, wo man mit einer vollautomatischen Waffe was auf. Super unauffällig. Erstmal Sachen in die Luft jagen. Wir sind übrigens Stealth unterwegs. Ich weiß nicht, wer nervt. That's right. Nicely done, boss. The over-the-shoulder view allows you to aim with a high degree of precision. Body part targeting correction will automatically shift your aim to hit nearby body parts. If you want to change the aim settings, take a look under Options. Hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots. Say if you just want to slow the target down. Das ist interessant. The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, the more effective it is. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Grenades explode. You throw them, Snake? Use the L1 button to ready throwing weapons. Once you've readied the weapon, throw with the R1 button. When using throwing weapons, hold the attack button down longer to throw farther. You won't throw the weapon until you let go of the button. Will ich nicht oft benutzen, will ich nur benutzen, wenn ich muss. Was ist, wenn ich... Okay, das sind die Dinger. Was ist, wenn ich eine Feuerwaffe in der Hand habe? Okay, dann kann ich auch schlagen. Was ist, wenn ich eine Handfeuerwaffe in der Hand habe? Mit der kann ich auch CQ ziehen, okay. Das ist gut. Jetzt snappt dann auch auf Körperteil, das ist gut. To use the stun rod, first unequip any other weapons, then ready it with the L1 button and strike with the R1 button. Okay, ich glaube, ich bin ready. The facility you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Als erst natürlich die Tür in die Luft jagen, ist klar. Good. You'll reach the objective when you clear the jungle. Head east. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Irgendwie hat Snake hier in dem Spiel so einen toten Blick wie Sylvester Stallone drauf. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, Kaz. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business.
A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the Professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. Ah, this damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the Professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stop using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps Und jetzt they geht's saw mit den something they Kassetten weren't los. supposed to. Da werden sehr viele Kassetten hören. Perhaps they heard something they shouldn't have.
A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of Ein its kind. Walkman. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A Quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Nicht Störgeräusche. Now it gets interesting. Nein. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Paz. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been Jetzt wird's identified. spannend. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Paz is myself. alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your Aber wir side, haben Boss umgebracht. and that you killed her under orders Aus from the eigenen CIA, Händen. thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. Oh Gott, Das ist das erste Mal gerade, dass ich es hasse, dass ich dieses Spiel nicht nochmal zum ersten Mal erleben kann. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. Okay, das muss ich kurz erklären. Ohne zu spoilern. Dieses... This is a sneaking Lass mich mission. in Ruhe. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Dieses Spiel hat wirklich eine gute Story. Und es ist so diese Art von Story, wo es einfach mega geil ist, wenn man nicht weiß, was Sache ist irgendwie. Ich merke das gerade richtig. Also, weil ich erinnere mich gerade wieder dran, wie das war, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe. War einfach großartig. Weil es so viele Fragen aufwirft immer wieder. Und es dauert so lange, bis diese Fragen richtig Your gun beantwortet is a werden. last resort. It could just as easily kill you as save you. To press up against a wall, face it and If you hit need to the work- action button. From that position, you can press the L1 button to detect enemies. That also works while lying down. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich so bin, okay.
Dafür kann ich mich im Hocken bewegen. Das ist super. Ich habe die ganze Map schon. Ich muss die Map nicht erstmal entdecken. Das ist gut. Okay, das heißt, ich umgehe die hier erstmal, ne? Ich glaub, andere Camo gibt's nicht. The indicator in the upper right serves as a compass and shows sound sources. Pay attention to your surroundings. Das ist Auto-Aim, ich will kein Auto-Aim. Okay, das sind alles Options, die brauche ich nicht. Aber hier hier konnte man noch nicht Kassetten unterwegs hören. Das geht, glaube ich, erst in Metal Gear Solid 5. Generell dieses PSP-Spiel, ja. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as camouflage. Dieses PSP-Spiel führt generell einige Gameplay-Sachen ein, auf die Metal Gear Solid 5 später aufbaut. Das werden wir später auch nochmal mehr sehen. Aber hier fängt das schon an, dass super viel von der Story über die Kassetten erzählt wird. When you clear the jungle, you'll be there. Head east. Weil man muss die Kassetten nicht hören, um die Story zu verstehen. Aber es gibt einem sehr viel Backstory. Und ich persönlich finde, die Backstory ist es voll wert, sich alle Kassetten anzuhören. Ja, da wurde ich kurz gestört, sorry. Wähle ich ihn aus? Brauche den nicht ausschalten. Er bewegt sich nicht, dreht sich nicht um. Hab mir nichts getan. Make your way east. Wo ist denn der Kompass jetzt nochmal hin? Ich will den nicht mehr. War richtig. Aber kann ein bisschen mehr. Ach, da. Jetzt haben wir die ersten sich bewegenden Gegner. Looks like you're inside the compound. Security is tight. Stay sharp.
lerne dieses Spiel gerade wieder lieben. Das Gameplay ist eigentlich ziemlich nice. Was ich mich gerade frage, was genau haben die hier von der PSP-Version für die PlayStation-Version geändert, also für die PS3-Version? Aber eigentlich müsste das meiste vom Gameplay her gleich sein. Ich hab's komplett stealth durchgeschafft. Krass. Yes, sir, we broke him. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Achso, muss Quicktime Events. Freeze! The cargo, where's it headed? What is it? Irasu! In the mountains! What's up there? Quicktime Events gar nicht. Quicktime Events sind Müll. So Cutscenes. Ist alles von, das meiste von Ashley Wood gezeichnet. This is Snake. Er hat auch Can you hear me? Loud and clear. You die found a Visual radio. Novels für Metal Gear It's got a Solid circuit that reverses the 1, audio 2 und phase. 3 Let's switch gezeichnet. frequencies from time to time, just to make sure Ja, we're 2 not und 3? detected. Ja, irgendwie so. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo Spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Oh. Holy Mother of God. Metal Gear Solid Peace Walker. Ja genau, hier gab es jetzt nach jeder Mission immer dieses Mission Result Ding. Clear Rank A. Kein S, weil ich wahrscheinlich zu langsam war, ne? Ich werde keine S-Ranked sammeln. Hab ich keinen Bock drauf. Ach, wegen Cutscene Interaction Bonus, weil ich da eine Sache verkackt habe.
Naja. How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The Oh, KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. Karls The US wunderschönes itself is Gesicht gonna nicht scrap verdeckt. it. Latin America is too close to spawning another Cuba or 2 already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Oh, jetzt geht's mit dem Base-Building los, glaube ich. Oder? Ja. Welcome to MSF's Mother Base. Mother Base can support your mission in many different ways, from developing new weapons to collecting intelligence. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wie, falls das jemand gespielt hat oder gesehen hat, wie in Metal Gear Solid 5. Nur geiler. Weil die Base wird später so viel cooler aussehen als in Metal Gear Solid 5. Ich finde das so schade, dass sie das nicht so cool gemacht haben wie hier in dem Spiel. Hier sieht man noch, wie groß es wird. Oh. Okay, ja, komm, wir machen mal kurz das Tutorial. Also man kann Waffen und Items entwickeln. Da braucht man GM-Points für. Also Funds. Okay, das war jetzt... Okay, da kann man halt so viel Zeit drin versenken, ne? Hier, man kann auch wieder Stuff verwalten. Komm, gucken wir uns das Tutorial einmal kurz an. Okay, gibt verschiedene Teams, Combat Unit, RMD und der Artwarum. Es gibt wirklich noch eine Messehalle und ein Medicenter wieder.
wir können wieder Leute rekrutieren. Aber wo können wir sehen? Achso, da können wir die Stärken sehen. Rechts, das sind die Stärken von den Leuten. Es gibt wieder noch ein paar sehr coole Leute. Oh Mann, meine Kamera ist voll im Weg gerade. Ja. Es gibt wieder ein paar richtig coole Leute noch, die man rekrutieren kann. Mach erstmal. Da kann ich mir. Nee, gibt keine extra Mission zu den Leuten. Keine Informationen. Ich mach mal Auto-Assign. Jetzt kann ich neue Sachen entwickeln. Jetzt gucke ich mal an, wie meine Teams aussehen. Break, das ist das Gefängnis, da können wir später auch noch andere Leute reinstecken. Müssen wir manchmal Leute reinstecken, wenn die Blödsinn machen. Und alle Leute, die keine Special-Leute sind, die irgendwie für irgendwas relevant sind, die haben Tiernamen. Alligator, Rhinoceros, Bluegill, Langfisch, Magpie. Und die Leute können alle sterben. So, Miller ist in der Combat Unit. Und der, ja, der kann ja auch noch kochen. Der kann kochen, Leute. Das wird, glaube ich, in Metal Gear Solid 5 noch wichtig. Das heißt wichtig, aber interessant. Oh. Gas Burger. Oh, Versus Ops kann ich nie machen, weil es gibt keine Spieler für das Spiel, die dieses Spiel spielen, glaube ich. Ich kann ja mal eins suchen. Gucken, ob ich irgendjemanden finde. Und hier in die Mission, da muss man nicht mit Snake reingehen. Da kann man sich seinen neuen Lieblingstypen aus seiner Combat Unit raussuchen. Jemand, der cool aussieht oder gute Stats hat. Also Snake ist halt der King, ne? Aber man kann die Leute leveln. Man kann die Leute auch leveln. Da sind die Ties. Ah, cut my banks too short. Caliber handguns are best tool for stopping an enemy. Und noch Tutorials teilweise drin versteckt. Aber die haben noch alle keine doch, der hat einen Skill. Engineering. Den will ich nicht verlieren. Die Skills sind da für Bonusoptionen oder Nebenmissionen, glaube ich, ganz hilfreich. Der sieht denn witzig aus. Hier, Moonras. Kann dann auch noch die Klamotten auswählen. Da kann man, glaube ich, auch noch mehr freischalten. Man kann
halbnackt gehen. Let's rock. Ich finde das auch eine Fulltons an. Nimm mal mit. Oh, die 2 Sachen nehmen wir mit. Dann gucken wir mal, ob wir jemanden finden. Aber ich glaube nicht. Aber ich bin gar nicht im Internet mit der Konsole. Ja, dann vergessen wir das. Aber ich habe gerade gesehen, meine Leute haben ja teilweise schon. Da, Details kann man sehen. Ich möchte die Details für mein R&D-Team sehen. Okay, wir haben da Gunsmiths. Die ist wieder nicht. Gunsmith. Ist der Beste, ne? No Deeper. Eagle Ray hat das Gunsmith. Okay. Mission Selector. Ich möchte jetzt nochmal ins R&D rein. Mal kurz gucken, was ich so freischalten kann. Wie viel habe ich denn? Ich habe 25.000. Ich kann die nächste Stufe der Mark 22 freischalten. Kann Analyzer mitnehmen. Kann App freischalten. Aber ich glaube, man kann doch einen Walkman mitnehmen. Okay. Mach mal den Analyzer. Oh, kann ich auch andere Sachen? Confidential Document. Ja, da kann ich einfach nur sehen, welche Blueprints ich quasi schon freigeschaltet habe. Smoke Grenades habe ich den Blueprint für, aber das kann ich noch nicht machen, weil... Was fehlt mir denn da? R&D-Team Level 30. Ja gut. Ah nee, Ah okay, da brauche ich R&D-Team Level 7 für. Das wäre es dann damit. Speicher mal. Und dann gucken wir mal nach Missionen. So. Ich kann keine Koop-Missionen spielen.
Und jetzt sehen wir die im vollen, also die mit dem vollen Kreis. Das sind Hauptmissionen. Und die sind auch immer Snake Only. Und die anderen, das sind Extra Ops. Das sind Bonusmissionen und da gibt es, ich glaube, um die 100? Irgendwie sowas? Und ich werde die nicht alle machen. Ich werde es am Anfang, glaube ich, ein paar machen. Weil hier vor allem die Fulton Recovery Dinger, die sind, glaube ich, gut. Um sein Stuff ein bisschen hochzubekommen. Vor allem, ja genau, hier kriegt man Radio Soldier. Das sind spezialisierte Leute. Das ist schon sinnvoll, die mitzunehmen. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Okay. Gucken wir uns die Briefing-Files an. Okay, ja, hier fing das mit den Kassetten an. Snake, you can use the Fulton surface-to-air recovery system to send prisoners and unconscious mercenaries you encounter back to Mother Base. I know you've used the Fulton before, but just to make sure I'm not missing anything, let's review the steps. Okay. First, attach a balloon to the unconscious enemy or captured prisoner. Right. I hook a wire to their waist, and on the other end of the wire, there's a helium balloon. Right. Then we'll send over a chopper to catch the floating balloon with its recovery hook and reel it up into its cargo hold. And that's it? And that's it. We finished installing the recovery hook on the Huey. Wait, Kaz. Something doesn't make sense about this whole process. This again. Well, normally, Fulton recovery is for when you're using fixed-wing aircraft. With a helicopter, isn't it simpler to land and pick up directly? Listen, Snake. You're going to be calling for recoveries repeatedly throughout your mission. We want to keep the risk of taking enemy fire to a minimum. The best way to get that done is to do the recovery in a high-speed flyby. That's what the Fulton surface-to-air recovery system is for. Uh-huh. What's the real reason? Helicopters are cheaper, and the repair bills will start adding up once the bullets start flying. I thought so. Kaz, I know we need to keep costs down, but... Boss, you really need to get rid of this whole army mentality. We're not the Pentagon. We don't have billions of taxpayer dollars to play with. And besides... Fine. Just pick a reason that makes sense. Helicopters have quicker response times. Sounds strange, yeah, but it works great. I promise. You'll get used to it before long. Yeah, I hope so. Noch Infos von Paz. The mercenary supply base is situated on elevated ground by the coast. I heard them call it Puerto del Alba, Port of Dawn. They have perfect visibility of the area from up there. We did our best to sneak in undetected, but one FT guard spotted us and we... What is it? I'm sorry. You'll have to ask Professor Galvez the rest. It's okay. You've been through a lot. I am sorry. I just cannot. You did great, Paz. I won't let your efforts go wasted. Ich habe zwischendurch jetzt wieder die ersten Aussetzer, wo das Bild einfach kurz weg ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hab das Ding vorgestern getestet. War das vorgestern? Ja, vorgestern getestet.
Da hat das wunderbar funktioniert. Ich habe einen Stresstest gemacht, irgendwie 1 Stunde oder so. Da war nix. Und ich darf nicht mit Snake, weil Snake ist gerade woanders. Ja, das ist unser Specialist mit Engineering. Den will ich leveln. Kann ich sehen, wo wir sind? Küste. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich was gut mit Sand ist, oder? Nehmen wir einfach mal das. Survival. Okay, und dann Optionen. Okay. Wie kann ich die Sensitivität einstellen? Brauche ich jetzt mal nicht. Das ist Snake Formation. I don't know. Gehen wir mal rein, probieren das Fulton Recovery System aus. Das gibt's übrigens wirklich. Nur soweit ich weiß, gibt es keine reell dokumentierten Einsätze davon. To use Fulton Recovery on a soldier, get up next to them so the icon appears, and push the action button. Ach, das Radar ist ein Item. Ich hab mich vorhin gewundert, wo das Radar hin ist. Aber wenn das ein Item ist, wundert mich das natürlich nicht. Da hinten liegt der. You could probably climb that if you had someone to lend you a hand. Hurry up and send those knocked out soldiers back here. Don't mess around or they're gonna wake up. So, ich habe ein Zeitlimit. Muss ich mich natürlich beeilen, ne? We're under attack! Looks like that soldier's out cold. Try using Fulton Ich hol mal Recovery den on noch him. mit raus. Braucht den zwar nicht. Nein, ich will den nie. Nein, ich will den nie wachmachen. Fuck. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Fulton Recovery System. So, und dann hole ich den auch noch mit raus. Und dann ist gut. Retrieve those soldiers while they're still on. Head for the recovery zone. We'll pick you up there. Okay, volle Punktzahl gibt das nicht. Hey, that was great. Can't wait to see what else you can do. Jetzt haben wir einen Spezialisten rausgeholt. Nice.
Ja, ich guck mir mal die Reports an. Ich möchte wissen, was wir da jetzt für einen Typen rausgeholt haben. Ah, okay, der Analyzer ist fertig. Mit dem kann ich Gegner scannen quasi. Das ist sehr nützlich, vor allem wenn man nach spezialisierten Leuten sucht. So, Alligator ist Level Up. Wir haben 2 neue Staff-Mitglieder. Guck ich mal kurz rein. Ostrich. Was kann der? Der ist Gunsmith. Dann packen wir dich mal ins R&D-Team. Und du? Skink? Was ist denn ein Skink? Der kann nichts. Ich brauche nicht so viele Leute in der Combat Unit aktuell. Deshalb würde ich den, auch wenn er da eigentlich nichts kann, ins R&D-Team packen. Einfach, damit ich Sachen machen kann damit. Wie weit sind denn wir hier mit der? Kann ich immer nur eine Sache entwickeln? Nee. Die laufen jetzt alle, ne? Ja. Das ist eine Sniper Rifle. Brauche ich aktuell gar nicht. Aber da gibt es, glaube ich, später auch eine schallgedämpfte Version mit Trank Darts. Und dafür muss ich die auf jeden Fall auch erstmal haben. Nicht Items entwickeln. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee für die Kassetten. Weil ich würde mir schon ganz gerne nochmal möglichst alle Kassetten anhören, die es gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das langweilig werden könnte. Ich werde mir die Kassetten anhören, die für die Mission relevant sind. Jetzt immer. Und dann einfach irgendwie am Ende des Streams so zum Einschlafen quasi die restlichen Background-Kassetten anhören. Vielleicht ist das eine Option. Fände ich interessant. Jetzt geht's mit der Story weiter. Snake, I rigged that radio so you can contact our young lady friend Paz. Is she okay? No need to worry. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her Die weiß halt viel über die Umgebung, ne? Paz, where are you?
Ciudad Colon. A school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace, and... I know. I'll contact you if I find your friend. Thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. Genau. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. And I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Haas can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Ja, ich will Single. Briefing Files. Ah. Ja, es sind halt jetzt viele Files, die man sich anhören kann, ne? Das ist so viel. Ah. Nein. Nein. The Development Ich kann Corporation mir das of nicht anhören. Was habe ich mir jetzt angehört? Kann ich sehen, was ich mir schon angehört habe und was nicht? Ach, scheiße. Ich, mach mal ganz kurz was. Mal spiegeln. Ich möchte... Na egal. Möchte das schon gerne auf der gleichen Ebene haben.
So passt es. Dann ist die Kamera nicht im Weg. Okay, also wie man sieht, es gibt sehr viele Kassetten, die man sich anhören kann. Und deswegen ich werde jetzt nicht alle zwischendrin anhören. Ich werde mir die dann alle irgendwie am Ende des Streams anhören. Dann kann man ausschalten, wenn man sich das nicht antun möchte, und dann einfach dranbleiben, wenn man dabei einschlafen möchte. Oder so, keine Ahnung. Weil ich möchte mir die gerne nochmal anhören. Weil ich mag die Kassetten. Und die Kassetten, die ersetzen mehr oder weniger den Codec. Weil jetzt muss man die Leute nicht mehr anrufen und hoffen, dass man hilfreiche Informationen bekommt. Jetzt guckt man einfach, okay, gibt es Kassetten mit interessanten Informationen. Zum Beispiel zur dem hier. Das ist in Metal Gear Solid 5 auch schlimm. Going by this map, you've got a lot of different terrain types between you and the hut where the Sandinista Comandante is being held. Looks that way, doesn't it? Starting with jungle. The enemy won't be able to see you very well, but your visibility won't be so hot either. Stay alert. Next, you've got the swamps along the river. Make sure you get a good feel for how robust surveillance is before diving in. Will do. Finally, there's the boat repair cabin. The Commandante's in there. It's a key enemy outpost, and security is going to be tight. You may have to let brute force do the talking. You still have a long way to go, Snake. Use caution and don't make a racket out there. Got it? Will ich mir noch was von Pass anhören? Vielleicht noch was zur Umgebung. This is a tropical rainforest, just like Bosque del Alba. The temperature and humidity can be brutal. El Senegal means place of mud. No, mud. Great. I'll watch my step. This area often gets flooded by the river. There are canals here and there carved out by water. Good places to hide. But they will also make it harder for you to see. Be careful, Snake. Das sind immer so kurze Sachen, glaube ich. There should be a suspension bridge around there. In lowlands like this? The ground nearby is harder and higher than usual. The river cut through it, eventually creating a valley. There might be another way to get across the river somewhere. I wouldn't want to run into someone on the bridge. The valley tends to be misty, so you might not be able to see the Also, es water gibt from immer up eine there. Brücke. Fall and it will leave more than a bump. I'll be careful. Okay, es wird markiert, was man sich schon angehört hat. Das ist gut. When a river floods an area, the banks can collapse, creating a marsh. You see a lot of them around here. I'll need to watch the noise my feet make in El Senegal. There is a marsh on the other side of the river too. The suspension bridge will take you there. Okay, den Rest hören wir uns dann später an.
Gehen wir in die Prep. Ration brauche ich, Binos. Kann ich die Binos nicht einfach durch den Analyzer ersetzen? Ich glaube schon. Lovebox, das ist eine größere Karton. Könnten 2 Leute reinpassen. Okay. Deswegen Lovebox. Den Walkman nehme ich mal mit. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Das Magazin zum Ablenken vielleicht. Ja, das passt. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hingehe, ne? So wirklich. Bleib einfach bei den Klamotten und geh rein. Kapitel 1: A Country Without an Army. Ich kann die Kamera wieder anmachen. Head for the FSLN boathouse. It's northwest of there. Was heißt... Einfach Musik anmachen. You can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Och, aber kein Radio. Weil ich niemanden hab, mit dem ich kommunizieren muss. Ja, ich brauche den Walkman aber nicht. Eine witzige Spielerei. In Metal Gear Solid 5 kann man dabei die ganzen... kann man mit dem Walkman die ganzen Sachen anhören, die man sich hier im Briefing dann anhören kann. Das ist geil, weil dann kann man, wenn man auf Reisen ist, sich die Sachen schön anhören. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich nehme die Leute hier einfach mal mit. Oder ich habe da... Ah, warte, ich kann meinen Analyzer ausprobieren. Funktioniert der? Ah, muss näher ran. Okay, der vielleicht was für unser R&D-Team. Was mit dem anderen? Okay, ich kann ihn nicht scannen, weil hier der Typ im Weg ist. Okay, wenn sich der wieder da hinten hinstellt. Wait, somebody there?
Jetzt kann ich den abpetten. Bekommen Muni von dem. We'll keep it here at the base. Das kann ich dann analysieren. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Nein. Analyzer. Was kannst du? He. Nee, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Ich hole mir noch die Muni hier. Hier kann ich glaube ich nicht weiter, oder? Nee. That area is not part of the mission. Da kann ich später weiter. Hier noch kurz umgucken. Hier ist aber sonst nichts. Mal kurz auf die Map gucken. Okay, muss jetzt straight forward einfach weiter. Immer schön gucken, ob hier irgendwo Gegner sind. Man möchte ja keine bösen Überraschungen. Geht's schon direkt weiter? War gar kein Gegner. Bis näher ran. Ist das nah genug? Nein. Ich will den Skin. Ich will den anderen Skin. Rank in Engineering. Die sind beide nicht so interessant. Wait. Can't be imagining things. If there's anything you want to know, just give me a call on the radio. Press the start button to open the menu window. Then choose the radio call option. Wo ist denn die Radio Call Option? Ach, da, okay. Muss ich mich doch hinter den herschleichen? Versuch das mal. Nope.
can't be imagining. Nichts zu sehen. Ja, ich bin perfekt getarnt hier, auf jeden Fall. Lieg hier nur rum. Komm, dreh dich um. Will die noch scannen? Nicht den? Nein. Ist nur E. Will schon die guten Leute haben, ne? Weil sonst habe ich wieder komplette Base voll mit irgendwelchen Luschen, die nichts können. The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Commandante. Okay, das war gleich ein bisschen tricky. Da unten komme ich nicht hin zum Wasser. What was that? Hier war niemand. Was ist denn hier? Okay. Hier ist Sand. In den Icons kann man erkennen, was es für... You'll have to Ach, ich muss neutralize all alle those guards. Wachen... Okay, ich muss alle Wachen um... Ja. Hört das einer? Also hier muss ich eh alle Wachen loswerden. Wie viele sind das denn? Ich habe hab ich genug Fulton-Dinger? Ich habe nur noch 8. Eins, 2, 3, 4, 5. Neutralize that security detail. All of them. Ich meine, in der Richtung wäre mindestens noch einer. Ich glaube, ich würde mal versuchen. What was that? I'm seeing things. Als ersten den da oben zu erwischen. Neutralize the soldiers. You might even tranquilize or knock them out. Okay, hier hinten ist keiner. You won't get up there alone. With some help, maybe? Okay, ich habe genug Fultons. Ich würde den gern hier hinlocken. Weil wenn ich den da ausschalte, dann sieht er mich. Ich kann den nicht ziehen, ne?
Kann ich das Fulton hier benutzen? Ja. Durch das Dach durch, ist klar. Fulton Recovery Helicopter is Ah, hier complete. kann ich mich hinlegen. What was that noise? They heard you. They're gonna come take a look. Ich will, dass der guckt. Das war mein Ziel, dass der kommt und guckt. Enemies close by! Es ist auch vom taktischen Vorteil, die zu extrahieren, der Fulton, weil die wieder wach werden. Als nächstes hole ich mir den hier am Bootshaus. Ich meine, die werden nach einer Weile wieder wach. Keiner hin? Ich. Bei Gelegenheit sollte ich mir vielleicht auch mal noch einen den Baton holen mit dem Stunrod. Einfach um Muni zu sparen. Und doch versuchen, den hier hinter zu locken, ne? Oh, das versuche ich mal. Wenn er hier näher dran ist. Wenn er zurückkommt, dann klopfe ich mal. Dann locke ich den, versuche ihn hier hinter zu locken. Und dann nehme ich mir den von hinten. Mit dem Stunrod. What was that noise? They know someone's there. They'll be coming to check it out. Nein! You've been spotted. Run for it. It's either that or take out every last enemy soldier. Fuck! Enemy sighted. Requesting backup. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. Good. You shook them. They're still looking though. Don't make it easy for them. Vielleicht kein Schalldämpfer mehr. Aber es ist auch nur noch einer. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. Contact lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. HQ, Fulton Recovery Helicopter is complete. What's wrong? What's going on over there?
Good. Now meet with the FSLN Commandante. He's inside the boathouse. Okay. Es ist vorbei. Mission complete. Don't touch me! Get away! ¿Quién es? Che? No way. What do we do? Sandinista's right. I'm looking for someone. Mi viejo! Shh. He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke Okay, too. we can talk until I finish this. Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security, more like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard there are security Cutscenes sind immer so leise irgendwie. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's? La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat? Mercenary crew on the Rio del Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it. All right. This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me Comandante. Amanda! See what I mean? El Colibri! Es kommt gleich eine Art Bossfight schon.
Das ist ein Quicktime-Event? Oh, fuck. Sowas ähnliches, okay. Dreh nochmal. Verfehlt. Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. Roboter in den 70ern. No, he won't survive the fall. Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well be paid. Over here! Fine, Chico! ¡Venceremos! C. Naja. Aber immerhin ein paar Soldaten rausgeholt. Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing. It's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Okay. Gucken wir mal, was wir haben. Mark 22 Rang 2 ist freigeschaltet. Den Raketenwerfer ist freigeschaltet zum... Achso, den habe ich jetzt, okay. Alligator hat ein Level Up, okay. Was haben die gemacht? Gucken wir mal, wen wir hier haben. Bei den Neulingen. Auch ein Gunsmith. Dich stecken wir auf jeden Fall ins R&D-Team. Dich auch. Ist auch ins R&D-Team. Du kommst vor. Oh, ich werde, wenn ich neue Sachen freischalte, werde ich umsortieren müssen. Du kommst auch erstmal ins R&D-Team. Und auf jeden Fall die Combat Unit, du auch. Und du auch. Wenn ich auch jetzt mit Auto-Assign machen kann. Damit wäre beides auf Level 12. Okay. War das hier schon, dass man
seine Leute auf Mission schicken kann? Ich glaube schon. Aber das kommt erst später. R&D, was kann ich machen? Die M1911 in Entwicklung schicken. Wenn ich nie weiß, wofür ich die brauche. Das brauche ich nie für Stufe 3. Level 42 R&D-Team. Okay. Das ist neu, genau. Nicht Items entwickeln. Nein, keine neuen Items. Ja, ich habe keine Lust, mir das jetzt alles mal anzugucken. Eine Nebenmissionsauswahl. Ich habe bestimmt neue Nebenmissionen. Ja. Target Practice brauche ich jetzt nicht. Okay, das sind jetzt keine extra Ops, die ich unbedingt brauche. Die mache ich nicht. Auch wenn die, glaube ich, GMP geben, aber nee. The direction Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location of the next Jetzt mal hier die outpost, Kamera a noch ein supply Stück depot. runter. We should be able to make contact with her there. Mir das mal kurz an. Can I ask you a favor, Snake? If you ask nicely. To make MSF bigger, we need to do some recruiting. Yeah. What's your point? I want you to avoid killing enemy soldiers as much as possible and send them back using Fulton Recovery. Not much we can do with a corpse except give it a funeral. Obviously. Put him to sleep, knock him out, hold him up even. And if you do have to fight, try to leave them near death instead of dead. And then use the Fulton recovery system. Sounds easy enough. You know what'd be really nice, though? If we had a way to Fulton recover anybody at any time. Oh, ich freue mich schon in Metal Gear Solid 5 einfach alles rauszuholen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Oh. Ich habe wirklich in Metal Gear Solid 5 wirklich alles rausgeholt. Keine Gefangene, doch, es waren alles Gefangene, die ich dann überzeugt habe, für mich zu arbeiten. Tracking Amanda. To get to your next objective, you'll need to backtrack along the way you came for a bit. Oh, jetzt kommt Don't das get too Backtracken. comfortable just because you know the terrain. The enemy knows you're out there now. They'll be out in greater force than before. Proceed with caution. Refrain from using firearms unless absolutely necessary. Looks like I'll have to cross the river. Yeah. There's a suspension bridge you can use. It's the only way across. You'll have to be a little creative to keep from being spotted. So, da die I cross the Kamera am bridge, Weg? Ist go ja through the immer am swamp, Weg. and come to a banana plantation. Complete with its own factory by the looks of it. It's going to feel a lot different moving through that area compared to the forest. Stay on your toes. Got it. Also, you may encounter Sandinista prisoners along the way. Try and save as many as you can with Fulton Recovery. I'll keep an eye out. Okay, ich muss Sandinistas oder wie die heißen rausholen. Dafür die Fultons aufsparen.
The river running through here is Rio del Jade, or the Jade River. Jade? Are there minerals around here? No, it refers to the color of the water. You will have to go to Guatemala for jade. Doesn't look all that pretty from where I'm standing. We are still in the rainy season, so the river is a little muddy. It will return to normal once the dry season starts. Rivers are an important means of transport around here. They are relatively calm, and there are plenty of canals along the coast too. A boat would be more than enough to transport some good-sized cargo. Like a nuclear weapon. We don't know enough yet. I'll keep looking. Thank you, Snake. Komm, das hören wir uns auch noch eben an. There's a lot of banana cultivation along Costa Rica's Caribbean coast. The area is dotted with banana plantations. Bananas have been Costa Rica's main crop since they were introduced from Panama in the 19th century. They bring in a fair amount of foreign currency. A real fruta de oro, huh? See, but exporting all those bananas require a ton of land. Hence, all the plantations. Clearing all that forest just to grow bananas robs animals of their habitats. I do not know how good that is for Costa Rica in the end. Im Zweifel nicht so gut. Weißt du, wie das jetzt aussieht in Costa Rica? Das ist jetzt nicht unbedingt so gut. Mission Prep. Okay, das ist automatisch aufgerüstet auf die nächste Stufe. Mehr Muni, interessant. Ich glaube, der Schalldämpfer jetzt besser hält. Ah ja, okay, es steht da auch sogar. Suppressor durability has been increased. Kann ich sehen, wo ich jetzt hin muss? Wahrscheinlich sind die Fatigues gerade die beste Option. DPM. Treebark könnte auch gut sein, weil Wald. Ich probier mal Treebark. Survival. Und dann gehen wir rein. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera für das Spiel jetzt einfach auf der Seite lassen soll. Auch wenn sich das komisch anfühlt. Ich immer nicht mit ihm darüber. Ja, weil es rechts das ganze UI verdeckt. Das ist nicht so toll. Kann ich hier reindroppen? Ja, Koop wäre da schon nicht schlecht, aber ist nicht.
ist immer noch... Na, ich weiß nicht. Ist hier nur noch einer? Nur noch der hier. D-Rank. Kann ich darüber? Nee, gerade nicht. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Ich probiere den mal auszuschalten. Start talking. Start talking. Ich weiß gar nicht, was ich von ihm wissen will. Start talking. Ich weiß gar nichts, ne? Mach den mal bewusstlos. Und dann Fulton ich den mal raus. Fulton Amanda went across that rope bridge. Hurry. Okay, ich soll jetzt zur Hängebrücke. Hier sind Gegner. Wo ist mein Analyzer? Da. Ich brauch den halt. Lass ihn mal da liegen. Ah. Okay, was kannst du? You might be able to get past the enemy by hanging. Kann ich da runterhängen, okay. Press the action button near the bridge's handrail to hang. Braucht das Stamina? You can't hang down when you're crouching. Ne. Das Stamina-System haben die komplett rausgenommen. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite, okay. Was hast du zu bieten, mein Freund? Was kannst du?
Ist wertlos. Was ist mit dem? Auch eh. Also Leute, die eh nur E-Ränge haben, die brauche ich nicht. If there's anything you want to know, just give me a call on the Ja, radio. nerv mich Press the nicht. start button to open the menu window. Then choose the radio call option. Kass, wie wär's, wenn du mich einfach mal machen lässt, ja? Ich bin Profi, ich weiß, was ich tue. Ah, das war der nächste. Den zwar nicht, aber trotzdem Skin. Ist gut. Auch nur E. Dann auch noch in einer Kategorie, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Ganzen Low-Performer hier. Kann ich nicht gebrauchen. Den umnocken einfach. Ausgang ist eh hier vorne, aber ich umgehe den einfach. Da liegt auch keiner, ne? Ne. Ich glaube hier an der... In der Area, da sind glaube ich Gefangene, die ich befreien kann. Careful now. They might be holding FSLN Ja, wie soldiers ich sagte. prisoner. Sieht ein bisschen kaputt aus hier. Das Tier hat ein bisschen gewütet. Och, nur eh. Es ist nicht Pokémon. Ich muss ja nicht alle fangen, ne? Hier bin ich mit den Klamotten echt scheiße getarnt, ne? Die sind alle E. Habe ich jetzt mehr davon? Ich habe immer noch nur 9. Mir aufsparen können. Ich wollte den Analyzer haben. Da liegt ein Gefangener. Nice. Die brauche ich auch nicht zu scannen, die hole ich einfach so raus. Einfach voll aus Nettigkeit.
Bitte nicht hier hingucken. Bleib einfach da stehen. Wenn du dich umdrehst, dann scanne ich dich einmal kurz. D. D ist okay. To send a prisoner to Mother Base, equip the Fulton recovery system. Select And barrel equipment by pressing shotgun the design square or specs. circle button while holding the L2 button. Eine Shotgun will ich jetzt nicht unbedingt in Missionen mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Nicht so mein Stil. Fulton recovery helicopter is complete. Ist mir D gut genug? Bin mir ja nicht so sicher. Sieht einfach so aus. Damit der mich nicht stört. Du hast noch mindestens einen Gefangenen, meine ich. Guck mich noch mal ein bisschen um. Analyzer. Analyzer. Gucken wir uns einmal an, wer das hier ist. E-Rank. Mit dir. Auch nur E-Rank. Ah. Ich kann schwören, hier wären noch mehr Leute gewesen. Ich meine, hier links ist eventuell noch einer. Ich gleich mich noch da zu der Ration. Nicht Maximum Rationen mit. Das bringt mir, glaube ich, gar nichts, wenn ich nicht angegriffen wurde. Egal, ich gehe trotzdem hin, hol mir die. Ich meine, irgendwann später kann man sich noch Vorräte droppen lassen. Hier drin ist noch einer. Muss ich noch mal einmal rum. Och, fuck. Autsch. Das war nicht unbedingt nötig. Fuck, der ist aufgewacht, ne? Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution.
Guten Tag, darf ich mir einmal Ihre Sets angucken? Okay. Come in, HQ. This is HQ. This is Patrol. All clear. Understood. Okay, das ist immer dann die Voiceline rausgekottet. Ja, also im Zweifel ist es dann vielleicht doch sinnvoller, die Leute einzuschläfern. Haben wir hier hinten noch mehr? Noch eine Lovebox. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ich fühle mich. Ja. Ich fühle mich ganz definitiv. Ich glaube, ist da noch einer? Nee, ich glaube nicht. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Was? Genau. Ja, nee, da ist keiner. Der schläft noch eine Weile, dann kann ich... Der schläft auch noch eine Weile. Hier noch einer? Nee. Eine Tarnung mitgenommen ist. Ich glaube, ich habe alle Gefangenen mitgenommen. Oh nein. Oh. Looks like there's no way around him. You up for this, Snake? Man kann diese Mission komplett Stealth machen und diesen Panzer klauen. Oh. Listen, boss. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team.
The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, and we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Yes. Copy that. Okay, jetzt muss ich umstrukturieren. Weil Cass ist ja im Combat-Team und der kann gut kochen. Ja. Aber brauche ich noch nicht. Oh, die Smoke, die könnte ich jetzt gebrauchen. Die kommt, glaube ich, gerade richtig gerade. Okay, gucken wir mal. You will need to supply sufficient provision according to the size of your mother base stuff. Okay, das beeinflusst die Moral. Moral ist gut. Dann leveln unsere Leute besser. Das heißt, müssen Essen immer über 100% bekommen. Gut. Gunsmith immer ins R&D-Team, ganz ehrlich. Warum habe ich Food auf 111%, obwohl keiner im Mess-Hall-Team ist? Das heißt, ich kann die beiden ins R&D-Team stecken. Und Cars kann ich ins Mess-Hall-Team stecken. Das gibt mir ganze 74% gerade. Cars bekocht unsere Crew. Nice. Gucken wir mal, haben wir hier Leute? Hier, der kann auf jeden Fall ins Mess-Hall-Team. Der kann auch ins Mess-Hall-Team. Da habe ich schon ein paar ganz gute Leute dafür. Hier noch gute Köche. Das den auf jeden Fall. Alter Leute, die Moral wird, die geht ja richtig hoch jetzt. Klar, gibt ein bisschen weniger GMP, aber was soll's. Fünf Leute hier im Team, das ist doch schon super. Let's go. Fertig. Items, kann ich Items entwickeln? Nö. Ich kann Mate mitnehmen.
denn Mate? Was Psyche? Weiß nicht mehr, wofür ich die brauche. Also noch geht das schnell hier. Mit dem Management. Das dauert später noch länger. Also das wird später länger dauern, alles zwischendrin. Weil ich glaube, später kommen dann noch die ganzen Aufträge hinzu, wo man seine Leute hinschicken kann. Das wird dann noch interessant, sagen wir mal. Also ich werde nur die Extra-Ops machen, die mir was bringen, wie die Fulton Recovery Sachen. Die Sachen, das ist... ja. Okay, dann kommt die erste nervige Mission. Ich hasse alle Panzermissionen in diesem Spiel. Die sind alle richtig schlimm. That's an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Da gibt's mehrere von. Und da gibt's auch noch richtig viele Extra-Ops für, also Nebenmissionen mit. Weil man die Dinger halt klauen kann. Und die werden später noch hilfreich für die Nebenmissionen. Das wird schlimm. Das wird so schlimm. Briefing files. Enemy tanks, armored vehicles, and attack choppers are always accompanied by a combat squad. The soldiers aren't particularly tough on their own. What makes them formidable is how well they work together as a team. As if you didn't have enough to worry about with the machine. Good. Ich brauche auf jeden Fall Druckgranaten. Yeah, we'll see how you feel when you actually have to face them in battle. Snake, whatever you do, don't let them surround you. The last thing you need is to get pushed into the vehicle's kill zone. And pay attention to what your enemies say to each other. You can improve your chances by figuring out what they're planning and using it to preempt their movements. You don't always have to go toe-to-toe to win a fight. Think like a guerrilla. Got it. Panama disease was rampant here about 20 years ago, putting a lot of banana plantations out of business. Panama disease? It is caused by a type of fungus. Apparently it killed off almost all the banana species that used to grow here. How could that happen? Cultivated bananas do not produce seeds. You have to remove and transplant part of the stem yourself. You plant them in the fields. So you've got acres of identical plants? See, when one plant is infected, the disease spreads quickly. Species lacking genetic diversity become weak. They grow different bananas today, one said to be resistant to Panama disease. Nice to know. I need auf jeden Fall Rauchgranaten. Und für den Fall der Fälle den Raketenwerfer. Ich meine, das wäre ein gutes Setup hierfür gewesen.
kann nicht sehen, was für ein Terrain das ist. Ich glaube, hier ist... Dreck und Concrete, glaube ich, gut. Gibt's dafür was Gutes? Für Dreck und Concrete? Überhaupt irgendwas für Concrete? Nee, sieht nicht so aus. Rocker, ich wandle das mal nicht. Ich nehme mal... Noch irgendwas mit Dirt auf A oder nicht? Nee. Hier. DPM. Wird schon passen. Und dann gehen wir rein. Boah, hab ich keinen Bock drauf, ne? You've got to neutralize that armored vehicle somehow. The accompanying soldiers are armed to the teeth. Watch yourself. Das Problem ist halt auch, die Mission ist... Die ist einfach schwer. Stealth ist die noch halbwegs... Geht die noch? Aber die ist halt nervig. Und die nicht Stealth zu machen, ist halt arschschwer. Ich weiß nicht mehr, ob ich einfach hinter den LAV konnte. Ich meine, ich kann mir die einfach snacken, wenn die andere Richtung gehen und in dieser immer Zweier-Formation gehen, dann direkt rausfultern. Das Problem ist nur die... ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet gleich sehen, was das Problem ist. Ich kann die halt auch nicht einfach tranquilizern. Gehen die nur... Fuck. Ja, ich hab verkackt. Starte ich neu.
ich Mission neu starten? Ja. Ich starte direkt neu. Und damit habe ich den ersten Fail des Tages. You've got to neutralize that armored vehicle somehow. The accompanying soldiers are armed to the teeth. Watch yourself. Ich leg mich mal ein. Ah, ich kann hier, ja. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Hier war doch irgendwas. Aber ich könnte hier einen rüberlocken. Enemies close by. Ja, fuck. Ich muss mich erst wieder rantasten. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Ich kann die halt auch nicht einfach anschießen, weil ich glaube, ich brauche mehrere Trank Darts für die. Und Headshotten geht halt nicht, weil die diese Kackhelme aufhaben. Es ist halt eine kacknervige Mission. Und davon gibt es leider mehrere. Enemies close by. I'm seeing things. Fuck. Okay, der sprintet zurück. Ich muss den direkt engagen, glaube ich. Ja, dann hier nochmal dran und dann anlocken. Das hört natürlich keiner.
So, ich meine, das Ding fährt jetzt auch einfach nur die ganze Zeit hier auf diesem Wegstück hin und her. Stay alert. What? Why though? Ich will nur den einen anlocken. Enemies close by. Nein. Der hält viel aus. Komm. Was brauche ich? Das Fulton-System. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Damit die weg sind. Aus dem Weg. Nicht mehr aufstehen, nicht mehr auf Aufmerksamkeit erregen. Ich glaube, so kann ich mir die nach und nach alle holen. Aber das ist eine gute Strategie. Nicht unbedingt die spannendste Strategie, gebe ich zu. Aber kann man machen. Das fällt jetzt nur den. Oder? Das sieht keiner. Okay. Zwei habe ich mal raus. Nice. Wenn nur irgendwo, ich hoffe, hier liegen noch irgendwo Fulton-Dinger rum. Und da ist direkt Backup. Die spawnen nämlich nach. Die Boys. Aber nicht unendlich. In den LAV passen nicht unendlich viele Leute rein. Das haben die schon bedacht. Aber es sind schon ein paar.
Das heißt, ich muss mir jetzt nach und nach die Leute hier wegsnacken. So schickt der die... Go investigate. Roger. Der schickt die nochmal hier hin. Oh, das haben beide gehört. Fuck. Ich wollte eigentlich nur einen haben. Enemies close by. I'm seeing things. Okay. Schon wieder beide. Ich will nur einen haben. Enemies close by. I'm seeing things. Ist nie zu weit weg. Nicht, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Dann werde ich traurig. Dann werde ich aber richtig traurig. Enemies close by. Enemies close by. Fuck. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Es hat also nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Das heißt, 4 habe ich jetzt raus. 5 kann ich noch auf die Art und Weise. Backup! Prepare for immediate deployment! Ich weiß auch nicht mehr, wie viele da drin sind. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Backup drin
drin ist, oder... Und dann weiß ich auch nicht mehr, wie ich den Fahrer dann rausbekomme. Weil ich meine, wenn keine Fußsoldaten mehr übrig sind, ich meine, dann guckt einer raus. Ich glaube, den konnte man dann auch tranken. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Stay alert. Weiß noch deine eigenen Männer platt. Vielen Dank, Spiel. Enemies close by. I'm seeing things. Hier hin. What's that? Also ein paar habe ich noch, die ich rausholen muss. Hier kann ich noch. Also wenn dann noch einmal Verstärkung rauskommt, dann muss ich gucken. Enemies close by. Es ist halt gerade so aus dem Sichtbereich raus, ne? Das ist so knapp. Vielleicht, war vielleicht ein Fehler. Es war vielleicht ein Fehler, Fulton recovery helicopter is complete. keine tödliche Waffe mitzunehmen, weil ich glaube, ich werde noch welche umbringen müssen, weil ich meine, da kommen noch mehr raus. Wird sich gleich zeigen. Wird sich jetzt gleich zeigen, ob da nochmal Backup rauskommt.
Aber vielleicht habe ich auch Glück und es war's dann für den ersten Encounter. Ich meine, der müsste jetzt welche rausgeholt haben, wenn er noch welche hätte. Go investigate. Roger. Enemies close by! Okay, dann nur noch einer. Let's go. Oder das Spiel bambuselt mich jetzt einfach. Natürlich auch sein. Wenn der letzte weg ist, dann kommen nochmal welche raus. Ich sehe es schon. Aber ich glaube, so ist das Spiel nicht aufgebaut. Ist das eigentlich schon Cheese, was ich hier mache? Eigentlich nicht, oder? Ich nutze die Spielsysteme genauso, wie es gedacht ist. Ich benutze halt nur eine sehr sichere Strategie. Mit möglichst wenig Risiko. Weil ich bei diesen Panzermissionen keinen Bock auf Risiko habe. Risiko stinkt. Enemies close by! Ist jetzt ernsthaft darum? So, was machst du jetzt? Du hast keine Freunde mehr. Du hast keine Freunde mehr, die dich beschützen. Was tust du jetzt? Ich beobachte den noch mal kurz. Wenn da jetzt keiner rauskommt oder rausguckt oder sonst irgendwas, dann werde ich den, glaube ich, doch angreifen müssen. Ja, scheint aber keiner rauszukommen oder rauszugucken.
vielleicht mal kurz Cass anrufen. Ja, ich rufe mal kurz Cass an. Shoot that exposed fuel tank. The red one. They haven't seen you yet. Perfect. Now's your chance. You've got to neutralize that armored vehicle somehow. Mir selbst Schaden gemacht. Oh fuck. Scheiße, macht meine Deckung kaputt. Kannst mich gar nicht sehen. Geh weg. Okay, es geht jetzt auch nicht mehr aus dem Angriff raus, ne? Weil es denkt, ich bin die ganze Zeit hier jetzt. Wenn wir so spielen wollen, dann machen wir das so, ne? Ah, okay. Noch ein Schuss, dann habe ich den. Also ein Treffer meine ich. Yes. That takes care of their leader. Recover him and it's mission complete. Damit müsste der Panzer jetzt auch mir gehören, meine ich. Ich habe nur einen Retry gebraucht. Das Scheißteil schon wieder. Jetzt sehen wir es wenigstens mal richtig und nicht in der Comic-Cutscene. Wo wir von Comic-Cutscenes gesprochen haben, ne? Das kommt 100% in der Quicktime. Oh, Snake, fang sie
Und... Sie hat sich den Fuß gebrochen, oder? Amanda! Shoot it! She'll fall! Shoot el Chico Libri! Muss ich? Kommt jetzt wieder so ein Event? Au! Hab ich jetzt verkackt? Nein. Amanda. Sie lebt noch. Gut. Oh. Chico. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Erstmal rauchen. Chico. Darauf erstmal eine Kippe, ne? Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua. Across the Rio San Juan. And we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. The factory. You saw it? The banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We used the income to buy food and weapons. Mi viejo never said a word, but we all knew. Everyone except Chico. Oh, oh Gott. Everything we have, our weapons. Das gucken wir uns mal nicht näher an. He brought it all together. We were going to rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. We lost our cacique. Papa. I could never replace him. Now they've taken the plant from us too. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Here, I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas, too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Oh, Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compas, please, at least let him keep
his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Amanda, join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah. Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Snake? Legendary soldier. Could it be the great cacique has come to lead us? Ich glaube, der Legendenstatus kommt erst in Metal Gear Solid 5. So richtig. Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Aber erst in der nächsten Mission. Und erstmal muss ich wieder Management machen. Wo ich eigentlich Cars für angeheuert habe. 36 Minuten für die Scheiße gebraucht. Fuck. Aber wenigstens keine Kills. Und Cutscene Interaction Bonus. Man schon mal, ne? Oh ja, ja, ich hab den Levi. Nice. Tortilla Chips Recipe. Okay. Kein Softdrink. Neue Versus ab, gut. Snake, Amanda's reached the plant. Snake, Amanda, how do you feel? some first helicopter ride. I'll be perfectly happy if it's my last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own frequency, so call her anytime you need to. If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compas and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Boss, one more thing. Now what? It's about sickbay. Naturally, we can use it for the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time. Immer schön Hände waschen und zweimal am Tag googeln, das ist wichtig, genau. Vor allem im Kampf und im Schlachtfeld und auf Sneaking-Missionen. Das ist ganz wichtig, Hände waschen. Mechs are now available for viewing. Okay. It's a medical team.
Level Up. Was ist los? Warum? Achso, das sind neue Rekruten, glaube ich. Die muss ich jetzt erstmal überzeugen. Gucken wir mal kurz das Medical Team an. Also kranke und verletzte Soldaten kommen direkt in die Sick Bay. Ja, die sind dann einfach scheiße, wenn es denen scheiße geht. Das ist okay. Okay, ein gutes Medical Team verhindert, dass Krankheiten ausbrechen. Heilen schneller. Und hilft bei Trank Guns. Sehr gut. Kim Waiting Room haben wir. Der kann nix, oder? Der darf aber ins R&D-Team. Er darf auch ins R&D-Team. Er darf auch ins R&D-Team. Er darf ins Combat-Team. Auch. Der auch. Jetzt gucke ich mal kurz ins Combat-Team. Ich hier mindestens einen hier Langfisch. Der kommt ins Medic-Team. Der ist auch minimal besser in Medic-Kram. Sonst war's das. Und Amanda ist kaputt. Medical Team ist schon mal Level 2. Hier jemanden, der bessere... Nein, hier im R&D-Team. Der bessere Medic als... Ja, der Badger. Habe ich das Medic-Team jetzt auf Level 3. Das ist erstmal okay, glaube ich. Vielleicht in der Brick. Das ist doch alles Kämpfer, ne? Also ich meine, irgendwann laufen die auch über die hier in der Brick. So. Ich gucke kurz, was ich entwickeln kann. Twin Barrel Shotgun. Ich kann die mal reinmachen, wenn ich keine Ahnung, wofür die mir irgendwas bringt. Ich brauche eigentlich keine Shotguns.
Soda kann ich noch nicht, ne? Aber hier brauche ich beides sogar. Ich kann das Foltensystem upgraden. Was bringt mir das? Mach's mal rein. Let's go. Und Max kann ich mir angucken. Levi. Kann ich den irgendwie... Ich kann das Modell angucken, nice. Kann ich den reparieren? Okay, wird automatisch repariert, wenn ich Missionen spiele. Gut. Hier ist der Main Opus Rescue Chico. Ich guck mal kurz in die Extra Ops. Aber ist... nichts dabei, was ich machen möchte. Gut. Snake, the nukes appear to have left the coastal marshes and reached the mountains around Irazu. But without a guide, it's going to be tough tracking those things in the mountains. So we need you to infiltrate one of their bases, a prison facility. I hope nothing's happened to Amanda's brother. I hear you. There may be other Sandinistas held there too. To bring them back safely to MSF, use the Fulton recovery system. As I'm sure you know from experience, it's completely harmless. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. Blautüren, okay. Merken. Got it. You're getting close to the end of Merkt the euch transport das. route. Good luck, Snake. Amanda, how do I get to the prison camp? First, head up the narrow mountain path. The path will gradually open up and you'll come to a fork in the road. Watch yourself up there. You'll be lower than the surrounding terrain, so if you head down the middle, you'll make for an easy target. Yeah, thanks for the heads up. Take the leftward path to reach the prison camp. Links rum muss ich. What can you tell me about the prison camp? Well, it used to be a village until they took control of it. It's a maze of paths, so watch out for soldiers on patrol. I'll be sure not to stop and say hi. Use the paths carefully, and you should be able to stay out of view. Where are they holding Chico? One of the houses, most likely. You can peek through the doors. Just press the action button when the icon appears. You could also listen to any sounds inside for clues. Good idea. Guards will still be on the move while you're looking inside. Make sure you don't get caught. And Snake. I know. I'll bring him back. Thank you. I know I can count on you. Okay. Hör ich mir noch von Pass an, wie es da aussieht? Ja, mache ich. Costa Rica's forests are more diverse than you might expect. Not all of them are tropical rainforests. Costa Rica is close to the equator, it is true, but it is also very mountainous. Yeah, I see what you mean. Go up 4,000 feet in elevation and the temperature drops more than 7 degrees. There are basically 3 types of forests. The lowlands are covered in tropical rainforests.
The highlands by tropical cloud forests, and areas where there's a dry season have tropical dry forests. Areas with a distinct dry season, like the Pacific coast, have tropical dry forests. During the dry season, the trees drop their leaves. It gives you a clearer view, Lernt but hier at noch the same richtig time, was. there are fewer places to hide. So be careful. Sounds dull. It is not really. A lot of trees flower during the dry season, including my favorite, the tabebuya. It has these amazingly vivid yellow flowers. Costa Rica has several active volcanoes, Irasu being one of them. That's where Camino de Lava comes from, huh? The tropical dry forests around here are quite different from our rainforests. They lose their leaves in the dry season. Tropical forests are not all thick jungles. A few of them even have cacti. Some of Costa Rica's greatest assets are its diverse forests and natural landscapes. Ich bekomme da irgendwie voll Bock, mal nach Costa Rica zu fliegen und mir das anzugucken. Costa Rica got its first real railroads up and running about 100 years ago. Their Ich hab kein primary Geld für. purpose was to move coffee harvested in the Central Basin to the Caribbean coast. They built railroads here 100 years ago? That's impressive. It was even more difficult than you would imagine. Later, they started using the railroads for shipping bananas too. There still might be some branch lines around here. Aldea de los Despiertos means Village of the Awake. Weird name. The area is littered with coffee fields, and there is a factory nearby. The villagers are fans of coffee, so... Nah, they don't get much sleep, huh? They've got a sense of humor, all right. I cannot believe they would take over a place like this and use it as a prison. It is unforgivable for both the CIA and the thugs they employ. All the villagers wanted was to live in peace. What gives the CIA the right to crush them like that? They don't care about anyone's rights but their own. It's just the way some people are. You really think so? Don't worry. It just gives me the right to teach them a lesson. Oh, Snake hat gar keinen Bock auf die CIA. Lass hier. So, dann muss ich mal wieder gucken. Ich brauche den Raketenwerfer auf jeden Fall nicht mehr. Kann ich für den Notfall eher das Sturmgewehr da 16 mitnehmen? Den Rest kann ich aber so lassen, glaube ich. Warte, brauche ich nicht. Ja. Nichts, was ich mitnehmen möchte. Let's go. Chico's in a prison camp north of here. Den Sensor mal reinmachen. Da hält er. Nee, den habe ich nicht gehört. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Schön in der Richtung ist noch was, aber da ist nichts. Ja.
Na. Somebody there? The enemy's here! Was kannst du denn? Hast du mir was anzubieten, mein Freund? C-Rank. Das ist okay, nehme ich mit. Fulton recovery helicopter is complete. Also C-Rank ist schon mal das besser als das meiste, was ich hier habe rumlaufen sehen. Da ist jemand. Ich scanne dich mal. Auch C-Rank. Nehme ich mit. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber wenn ich mein Intel-Team bekomme, ist es hilfreich. Links rum muss ich, ne? Ja. Kann auch nur links rum. Das ist eine Vogelscheuche. Ich könnte mit dem Analyzer ein bisschen näher ranzoomen. Sniper, better be careful if you don't want your head blown off. I see. Und der macht Schießübungen da. If you had something to stand on, you could probably reach that. Mal den einmal, aber nur damit er auf dem Weg ist. I heard something. Dann schläft er länger. Okay, wie komme ich an dem vorbei? Kann ich ihn von hier aus wegballern?
Ich glaube, an den komme ich nicht ran. Ich will nicht den Sensor, ich will den Analyzer. D-Rank Medic. Sniper komme ich nicht ran. Kann ich den analysieren? Ein S! Oh, der ist S-Rank und ich komme nicht an den ran. Oh, wie scheiße ist das denn? Aha, das ist gemein. Ah, das ist ein Gefangener. Nice. Ich komme an den scheiß S-Rank-Typen nicht ran. Das ist richtig gemein. Ich sag's wie es ist. Oh, hier bin ich gar nicht getarnt. Chico's in one of these houses. You've got to find him, Snake. To check inside a house, press the action button in front of the door. Plötzlich weiß ich, glaube ich, wo Chico ist. Ich weiß aber nicht, ob hier noch andere Gefangene irgendwo rumlagen. Start talking. Start talking. Start talking. Start talking. Okay, ich glaube, der weiß nix. Kommt da denn was? Wenn du schon nichts weißt? Nee. Oh.
Nix kann der. Das tut dir aber noch einen Dart verschaffen. Ich meine, hier wird Chico. Hinter der Tür. Supposedly, the houses being used to hold prisoners have been fitted Ja, with ja, new ich doors. weiß. Ich will mal die Leute noch angucken hier. Und ich möchte gucken, ob hier noch Gefangene sind und so was. They've got Chico locked up in one of the houses here. Find him. E-Rank. Langweilig. Unbrauchbar. No one here. What was that? Somebody there? We're under attack! Ich finde das sehr gut, dass sie nicht direkt für alle Alarm schlagen. Die anderen auch erst alarmiert sind, wenn sie es wirklich mitbekommen. Okay, die sind alle useless. Who's there? Hey. Okay, ich weiß doch nicht mehr aus dem Kopf, wo der ist. Footsteps. Es ist random, wo der ist. Not this one. Hören können, dass der da ist. Egal. Der ist hier, ne? Ich hör's. Das Schluchzen. Chico, is that you? Who's there? Chico, it's me.
You're that photographer. That's right. A war photographer. Huh? I thought you were here for the birds. Yeah, the birds of the battlefield. Whoa. Is that chess? Can I see it? Wow, the same kind of chair used. You can't keep it, kid. Here, have these instead. Those photos. Huh. Oh no, Amanda! She's safe. Don't worry. You sure? We're patching her up back at my place. She's hurt? I said, don't worry. It's just a broken leg. You got any cigarettes? A cigar, huh? Hey! Not Ich wollte gerade sagen, kannst dem Kind doch keine Zigarre andrehen. Chico, do you know where they took the cargo? Cargo? What cargo? Let me rephrase that. How do they get stuff from the coast up here? Oh, that I can tell you. When the cargo gets to the harbor, they first send it up the marshes on a barge. Then, they load it onto a jungle train past the banana plantation and transport it by rail. The train stops here. When it gets to the train terminal past the coffee plantation, they reload it again. This time onto a truck, which disappears into a tunnel heading toward the mountains. Disappears? Chico, what's on the other side of that tunnel? Nobody knows. None of our compas ever got close enough. He's protected by a spirit. Spirit? Yeah, a giant monster. El Basilisco. The king of snakes. No, really, I saw it. I was camping up there one day, and just as I was waking up around dawn, I heard this loud noise. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 bara at least. He was walking, on legs as big as trees. Where did you see it? At the terminal near the tunnel, but I only saw it that one time. What exactly were you doing there? Well, me and my sister got into a fight. And you just happened to go camping. You know, their train should be arriving at the place I saw El Basilisco right about now. Is it far? No, really. Go past the coffee plantation, and it'll be to the north. What are you chasing? Something that could keep the world in balance. Muss ich jetzt weiter oder zurück? Or destroy it. Huh? I heard that place was a narcotics plant before those guys took it over. But you already knew that, didn't you? Look, I get it. Even revolutionaries need to pay the bills. Still, must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same one mi viejo used to smuggle drugs. He sold the drugs to the Norte Americanos and used the profits to fund the army. They tried to keep it hidden from me. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and I tried to set it on fire. Everyone treats me like a child. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing, you sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. But mi viejo. Papa. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone, but there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Dann musst du jetzt sterben, Chico. Pain gets the better of us all. Hast deine Kompass verraten, jetzt musst du sterben. Das hat Amanda so gesagt, deine Schwester. I wish I was dead. Okay then.
I'll put you out of your misery. What? Any last words? Das ist so kalt. Das ist so brutal. Shoot. You are only going to kill a man. I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're hombre nuevo. A new man. Now, give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier. Show me how strong you really are. Dry your tears, then promise me one thing. No smoking until you get older. Remember, real heroes are never as polished as the legends that surround them. Und damit hat Snake seinen ersten Kindersoldat rekrutiert. Snake is fine. What's that? Ah! Mission complete. Ich habe C4 jetzt. Aber ich meine, ich muss für irgendwas C4 noch finden. Das dauert ja. Oh, Support Strike. Mit dem Support Strike kann man sich. Snake, Chico made it over. Snake! Chico, you made it. Made it. Don't give me that. You say you're gonna give me a new life, and then you nearly kill me. I take it you didn't enjoy the trip. What's the big idea? Dragging me off in a balloon. I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. I just wish you would explain it to me first. Would you have agreed to go if I did? Thank you for saving us, Snake. Amanda, a word of advice. What? Stop treating him like a child. Yes. Yes, I know. You're right. I shouldn't. Amanda, you're coming back after your leg heals, right? Of course. We still have work to do. We, huh? Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. If the alternative is giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. You find any prisoners from El Frente, you bring them back alive. Cause... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. All right. But first, I've got to catch up to that cargo. I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. And what? Let me know if you encounter any wildlife you've never seen before. Never seen before? What, like that basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs. UMAs? You know, like ancient dinosaurs or legendary monsters. One day, I'm going to be a hunter. Auf jeden Fall Dinosaurier finden. Okay, sure. If you want to know more, I'm happy to tell you. Right. I'll be in touch, Chico. Okay, Snake. The enemy's cargo is headed for the next outpost, a rail terminal. Chico says no one's ever set foot past there. Their main base is probably on the other side of that tunnel. Unless we catch those spears before reaching it, they'll be in enemy hands. You've got to stop them. Hurry, Snake.
Boss, I had an idea. Listen to this. Let me guess. You want to start running ads in the local gossip rags? Please. Welches mein what do you take me Intel-Team? for? I thought that with all the new guys we've got, we Yes. should get an intel team going. We'd send agents around the country to scout out different locations. That way we're better prepared, no matter where we end up. That's actually not a bad idea. They could probably develop recon equipment Yeah. for us too. We could also have them transport goods and direct the mother base support strikes. You can send an item to a co-op teammate from the delivery menu. Nice. Mit dem Support Strike kann man sich, glaube ich, auch Vorräte schicken lassen. Ah, Support Supply, genau. Das ist sehr hilfreich. Vor allem später bei späteren Bosskämpfen. Eine Database. Ich glaube, Chico ist gut für schon. Es ist im Intel-Team. Support Supply Marker. Ah, den muss ich mitnehmen, ne? Okay. New plant has been built. Nice. Gucken wir uns das mal an. Sieht doch schon ganz schick aus. Wird langsam. Aber die richtig coolen Sachen, die kommen noch. Guck mal, wie schön. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Da sind Gebäude drauf, einfach. Richtige Gebäude und nicht diese immer so ein Müllding. Ah. Ja, komm, ziehen wir uns das Intel-Team-Tutorial rein. Supply Support und Support Strikes können die machen, ja. Okay, brauchen Support Marker. Okay, können wir mehr Info darüber geben, was ich hier so finden kann. Das ist gut. Das ist hilfreich. Gunsmith. Let's go to the RMD. Du bist richtig gut in Intel. Du kommst ins Intel-Team. Ich noch kurz gucken, der hat auch eine Fähigkeit, oder? Nein. Keine Fähigkeit. Du kannst gut kämpfen, du kommst in die Combat Unit. Du kannst auch sehr gut kämpfen, du kommst auch in die Combat Unit. Du kannst auch sehr gut kämpfen. Du bist ein Medic. Monitor Lizard kann gut monitoren. Da kommt ins Intel-Team. Weasel, das ist eine Dame? Nein. Mail, okay. Es gibt auch weibliche Leute, glaube ich, die man noch rekrutieren kann. Die ist aber oder eher, eher ist Medic. Und habe ich 2 Leute in meinem Intel-Team. Wow. Leute aus der Brick sind raus.
Okay, das ist krass. Da ich keine Freunde habe, kann ich Delivery nicht benutzen. Was bringt mir die Database? Ah, Status, okay. Data. Statistiken. Es werden die Missionen getrackt, die man halbnackt spielt. What? Log angucken. Guck ich mal in R&D rein. Ich kann C4. LAV ist schon fast repariert. Was brauche ich für Strike-Marker? Intel Team Level 4 habe ich schon. Brauche besseres R&D-Team, okay. Was ist das? Solid Magazine. Okay. Dann nächste Mission. Classified Document Retrieval, was bringt mir das? Bringt mir Technical Data. Ich glaube, das mache ich. Könnte was Cooles dabei bekommen. Here's a rundown of your mission. This one's perfect for a warm-up. Nice and easy. Don't let yourself get lazy, though. Stick to it and get the job done. Ich könnte das mit Snake machen, aber... Ich würde das gerne mit Alligator machen, weil ich den den leveln will. Wo ist denn das? Sporting Flat. Könnte okay sein. Ich behalte die mal an. Ich nehme... Supply-Marker brauche ich, glaube ich, nicht. Leeres Magazin nehme ich mit.
Das ersetzt sich durch den Analyzer. Irgendwas, was ich mitnehmen kann. Tierchips. Kann man essen. Kriegt man Leben von. Das ist gut. Briefing, brauche ich ein Briefing? Kenn ich schon. Ich kann mir doch hier jetzt anzeigen lassen. Oder? Bin ich jetzt irgendwie Infos anzeigen lassen? Oder geht das nur in Hauptmission? Hier liegt was. Hier liegt was. Kann das Textfeld mir bitte aus meinem Gesicht rausgehen, dann würde ich auch was sehen. What's that? Guess not. Liegt hier noch was? Nein. D-Rank, ja, das ist okay. Nehme ich dich mit? Ja, ich nehme dich mit. Fulton recovery helicopter is complete. Da hinten liegt was. Ist hier jemand? Habe ich alle? Alle Gegner? Kann ich jetzt auf der Karte sehen, wo das letzte Ding ist? Nee.
Da. Nice. Okay, you're done with that area. Head for the goal. So. Okay, da hinten. Is someone there? Nice, und das ohne Alarm. You did it. Keep it up. Let's go. Okay, neue Camo. Das nur neue Camo gegeben. Okay, C4 schon freigeschaltet, nice. Okay, RPG 2 kann ich craften. Dann gucken wir mal ganz schnell, wen wir hier haben. Den Insekt. Will nicht kämpfen, aber er will gerne kochen. Kannst du haben. Komm im Messhall-Team. RPG 2 kann ich erforschen. Items war nichts Neues, ne? Nein. Das Fulton Upgrade ist auch ist schon nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass durch die Nebenmission jetzt nicht noch eine neue Nebenmission reingekommen ist. Richtig. Okay. Dann mache ich jetzt noch eine Snake, according to Chico, the nuclear materials will be loaded from a train and onto a truck at a rail terminal near the eastern foot of Irazu. If we can't cut him off at that terminal, we'll be in a world of hurt. Hurry, Snake. Briefing. Habe ich. La CIA has taken control of this coffee factory too, all to produce its drugs. It was famous once for its fine beans. Cafe tal aroma encantado. Enchanting aroma, huh? See, once we have thrown the mercenaries out of Costa Rica, I know it will make wonderful coffee again. And then you must come and try some, Snake. Sounds great. I wouldn't mind a cup of joe after all this is over. Oh, wait. What is wrong? No, I just remembered this guy I knew who wasn't big on coffee. English. Get rid of that muddy water and get a cup of black tea down your gob, he'd say. That is too bad for him. It is delicious. El Caralzo. As I said before, building railroads in Costa Rica was a dangerous job. A lot of men died, and sometimes they stopped work altogether. This is one of those places. They had to cut through steep terrain, so when they finally made it through, they just built the rail terminal right there. And that is why they named it El Cadalso. The gallows. Charming. I'm surprised the construction money didn't dry up the way things were going.
Actually, it did. But the bananas helped complete it. So they say. You mean the energy the workers got from eating bananas? I suppose they do have plenty of vitamins and... No. I meant the money they got to finish it came from exporting bananas. Oh. But one thing is for certain. The owners of the railroads expanded into the banana trade after construction was completed. That was the start of banana cultivation in Costa Rica. Mission Prep. Ich würde hier auch mal noch Chips mitnehmen, weil ich glaube, langsam könnte das hilfreich sein. Boltensystem ist schon upgraded. Und C4 Supply. Okay, jetzt muss ich abwägen. Ich brauche keine Granaten. Granaten kann ich, glaube ich, durch C4 ersetzen, weil ich glaube, C4 könnte ich gebrauchen und ich würde meinen Supply-Marker mal mitnehmen. Falls mir mal irgendwas ausgeht. Unterwegs. Uniform. Behalte ich einfach mal. Schon passen. Ein Dreck ist immer gut. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. Die Mauer muss ich später kaputt machen. Und da brauche ich C4 für. Und das habe ich jetzt schon. Das ist gut. Okay, ja, da muss ich später hin. Ich muss da hin. Ich glaube, hier direkt rechts rum kann ich nicht. Ich glaube, ich kann nur von der anderen Seite hier rüber. Ich muss Richtung Camino de Lava. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Ich check die jetzt nicht alle. Das ist mir zu aufwendig. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. Ich track den einfach durch die Wand. Das ist gut. Sind die jetzt 2 Sniper? Nee, der ist einfach nur darüber gewandert.
Was ist der hier nochmal? Ich hab's vergessen. D-Rank R&D. Ja. Ich werde die D-Rank-Leute wahrscheinlich alle irgendwann aussortieren müssen. Aber ich nehme einfach mal mit. Fulton recovered your Wie viele habe helicopter ich denn is jetzt complete. davon? 10. Wow, ich habe einen mehr bekommen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Gefühlt geht das schneller. Als die einfach zu würgen. E-Rank, ja komm, nee, geh weg. Make your way to the coffee plantation. Ja, ich möchte aber erstmal hier gucken. Gucken, ob hier was ist. Wo kriege ich denn meine Intel hier von meinen Leuten? Brauche ich da erst mehr ein höheres Intel-Level für? Hm. E-Rank. E-Rank-Kämpfer brauche ich nicht. Ah nee, dann gehe ich weiter. Wait. Can't be imagining things. Aber wofür bin ich dann hier? Ja, nee, egal. Okay, der liegt da noch. Aber macht auch nichts. Komm ich auch gar nicht hoch.
Was war der Weg da? Wieder ins Dorf. Da hinten liegt ein Gefangener. Auch E-Rank. Brauche ich nicht. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. D-Rank nehme ich mit. Fulton recovery helicopter is complete. So, hier musste ich aufpassen, meine ich. Hier sind die Leute auf verschiedenen Ebenen. War hier unten überhaupt jemand? Ich glaube nicht. Lass mich erschrocken, Mann. Nein, ich will hier nicht hoch. What was that? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon war oder in der Nebenmission oder beim Backtracken. Ich meine, man konnte hier Sachen finden. Pass through the
coffee factory to reach the train terminal. Ich finde das krass, wie gut ich mich hier noch an alles erinnern kann. I think I see someone. I'm seeing things. Understood. Dispatching Nein, reinforcements ich will now. ihn nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte, dass der verschwindet. Oh. Ein Gefangener. Kommst du auch mit? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ich brauche einen Sensor. HQ, come in. This is HQ. This is Patrol. Contact lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. Die sind alle oben. HQ, come in. This is HQ. This is Patrol. All clear. Understood. Return to base. Haben die den ersetzt? Hier ist aber nichts wert. Okay, hier oben geistern zwei rum. Muss ich drauf achten. Ich würde tendenziell erst den linken hier ausschalten. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten. Der ist mir übelst im Weg. Oder nicht mal unbedingt. Und dann erstmal scannen. Könnte ja gut sein. Aha. Guter Witz. Ah, nee, dann scheiß auf die.
Und auf ins Zielgebiet. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was kommt. Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train. Oder auch doch nicht? Auf der Map passiert auf jeden Fall noch was anderes. Die wird nochmal für was anderes benutzt. Ah, Mann. Wie ging das nochmal? Mag mal einer hier rüberkommen? Kantenflimmer, das ist richtig schlimm. Nein, nicht. Ah, fuck. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. He's over here! Next. Da wäre jetzt eine Ration gut gewesen. Und das Fell Nummer 2 für heute. Snake! There's so much more I wanted to learn from you. Ja, wo muss ich jetzt restarten? Fuck, muss ich am Anfang restarten? Fuck off. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Okay, das ist gemein. Dass da kein Save Point ist. Ganz ehrlich. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. Und die Sets von den Leuten sind die das mal anders. Nice. That
That's too tall to climb. If only you had some equipment. Ich wollte nicht schmeißen, danke. Will ich kurz gucken, was der kann? Nix, okay. Dann nicht. Enemies close by. Enemy sighted. Understood. Dispatching reinforcements now. Was mit? Fulton recovery subject confirmed on Du board kommst auch helicopter. mit? Fulton recovery helicopter is complete. HQ command. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Den hätte ich mir noch gerne angeguckt, aber egal. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. I'm seeing things. Bildest dir das nicht ein? Du hast schon ganz gute Augen, aber... Guckst halt nicht richtig, ne? Da oben komme ich ja leider nicht hin. Pass through the coffee factory to reach the train terminal.
E-Rank, brauche ich nicht. Enemies close by. Hier ist noch ein Gefangener, den habe ich voll übersehen. Nehmen wir mit. Fulton recovery helicopter is complete. E-Rank. Brauchen wir nicht. Auch E-Rank. Immer diese Low-Performer. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Okay, jetzt habe ich aber einen Schlachtplan. Also als erstes hau ich mir direkt Rationen auf den Item-Slot, damit ich nicht direkt sterbe, wenn ich angegriffen werde. Hier hätten sie einem auch ruhig einen Checkpoint geben können, ganz ehrlich. Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train. What was that? I know I saw something. Komm. What was that? I know I saw something. Noch einfach hier rüber. Nicht da hochklettern! Oh Mann, du bist so eine Arschkrampe. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. Nein, nicht. Lass die nutzen.
Das lief nicht so gut, aber... Fulton recover. Ich hab's irgendwie geschafft, ne? Check out the cargo. Leer. Aber Nukes, okay. 64779. 64779. 64779. Genau das kam jetzt. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Weil das ist jetzt ein To Be Continued. Oh. Ja, nicht mehr heute. Da habe ich jetzt nicht mehr den Nerv für. Das ist mir jetzt zu spät. B-Rank immerhin. Naja. Oh, ich kann die M60 jetzt dingsen. Sonic Eye Design. Sonic Eye, was ist das nochmal? Irgendein Radar-Ding. Okay, RPG 2 ist fertig. Am 60 ist auch direkt fertig? Nee, ist ready for development, okay. Einer ist in die Brick. Ist okay. Dann sortieren wir mal ein. Nice. Direkt ein für die Mess Hall rekrutiert. Der. Direkt ins Intel-Team, der kommt ins Mess Hall-Team. Intel. Das ist gerade gut genug für Combat. Der auch. Aber der kann erstmal in die Combat Unit. Intel. Sehr gut. Intel-Team hat schon mein Medical-Team überholt. Krass. Ja, die soll sich erstmal vollständig ausruhen. Ich mach mal noch eben R&D, dann kann ich das nächste Mal direkt in den Kampf rein. Ich wollte noch hier Dings anhören, ne? Ich wollte mich noch ein bisschen von Pass besäuseln lassen.
Nicht, wo der Unterschied zwischen den beiden ist. Das Gefühl, die geben sich beide nicht viel. Aber was ist das? Sensor displays nearby sound sources as animated symbols. Okay. Entwickeln wir den Kram mal, ne? LAV ist mittlerweile komplett. So, Tank Battle, yeah. Hier war kein Bock drauf. Ich könnte eine neue Fulton Recovery Mission machen, aber nicht jetzt. Ich nutze die Here's a nur rundown of your kurz. mission. This one's perfect for a warm-up. Nice and easy. Don't let yourself get lazy though. Stick to it and get the job done. Ich nutze die nur kurz, um die Briefing-Files reinzukommen. Dann hören wir uns ein paar Sachen von Cars. Ja, fangen wir mit Cars an. Kaz, what kind of shape is that plant the Sie machen jetzt professor nur gave us noch, in? First time I laid eyes Kassetten on heute. it, I thought it was some kind of joke. Kein It Gameplay was a mehr. giant birdhouse, seagulls everywhere. We eventually scraped off most of the rust and bird crap. The underlying structure's intact. Little elbow grease, and we should be in business. Who used to own it anyway? Whatever shape it's in now, somebody sank some serious money into building it. From what I can tell, an American university built it as a research platform for ocean thermal energy conversion. The name's still on some of the rusty old power turbines. I'm guessing they must have had government and corporate assistance to build it too. But they couldn't solve the thermal efficiency problem, and the project was canceled. Then after the university abandoned it, a KGB front company scooped it up for next to nothing. At least that's my theory. How'd the KGB manage to buy a plant built with American capital, front company or not? Yeah, that professor is quite the operator. One other thing. The plant's set up so that it can join up with other plants of the same standard. So, they were originally planning on expanding the place, huh? Hey, let's give it a shot. We can get some more people together and build this place up into a proper home for MSF. You're with me on this, right, boss? Ja, definitiv. Und wir haben auch schon erweitert. Aber was ist Militaire Sans Frontier überhaupt? Erzähl mal, Cars. Remember why we created MSF Snake. To provide military force to whoever needs it, wherever they are, regardless of nation or ideology. Our beliefs aren't all that lofty. We just won't be the tools of any one country. Exactly. We know only how to fight. But we refuse to live our lives at the whim of the state. The MSF seal is patterned after Pangaea, the supercontinent from 250 million years ago. Back then, the whole world was one landmass, one world. No gaps, no rifts. Our strength will take us back there. What about you, Kaz? Any interest in expanding MSF? You'd better believe it. I want to make us into an organization that doesn't take orders from any country. Just like you were saying, we have to be strong. Strong enough to defend ourselves. We need money, too. Money to train soldiers to fight.
The way I see it, we make MSF into something along the lines of a new kind of business. A contractor providing the full range of military services, not just combat, but logistics, training, weapons, outfitting, and R&D. Combining the small footprint and exceptional performance of special forces with the raw military might of a full regular army. Only with that kind of power can we break free of nation-states. What I need from you, boss, is to go out and find guys we can bring back here using Fulton Recovery. Then tell us what assignment to use them for. I'll take care of the rest. Mir fällt jetzt erst wieder auf, wie hart Cass einfach in dieses Business-Ding reingeht. So dieses aus MSF ein Business zu machen, ist ja wirklich eher sein Ding gewesen. Your old mentor, the boss. She was known in the West as the mother of special forces, right? Nothing but propaganda. Actually, it's not all that far from the truth. I heard the KGB just set up a counter-sabotage cell. Alpha Group, I think they call it. There's even a rumor that West Germany created a counter-terrorist unit within its border police after the debacle at the Munich Olympics. Back home in the States, they've got the illustrious Green Berets, the SEALs, and your personal creation, Foxhound. The seeds sown by the boss are beginning to sprout. Same goes for MSF, right? In creating it, you were carrying on the will of the boss. Yeah. She taught me how to fight the hard way. She beat it into me. And now, thanks to her, we can take on missions other than just conventional combat. After all, we've got the same mother as the Army's Special Forces. Still can't believe Professor Galvez was KGB. Well, like the professor said, Moscow's hell-bent on communizing Latin America. Yeah, the Cuban intel services are all in the KGB's pocket. You don't think he's got some kind of ulterior motive? If the CIA is up to something, it's only natural that the KGB wants to know about it. But I doubt they're showing us their full hand. We'd better watch our backs. Die geraten da halt auch voll zwischen die Fronten. Übel. What do you think, Kaz? Why did Paz come all the way to Colombia herself? It's a long trip to make just to be Exhibit A in Galvez's sales pitch. She's only 16, still a kid. Maybe we should take her wish for peace at face value. Ja, aber warum hat der sie mitgebracht? Das ist die Frage. Was? Und warum ist sie mitgekommen? Das ist ein Rätsel. Ihm müssen wir noch auf die Spur gehen. Costa Rica isn't alone. All of Latin America is getting swept up in the superpowers' Cold War. The whole ideological split between East and West. In the end, it's just a greedy scramble for wealth by the ruling classes. The Western bourgeois stand to lose everything if their countries go communist. After all, the communists want to abolish private property altogether. So the capitalist rulers desperately tried to halt the global spread of communism. Hence the phenomenon of red baiting. And the communists, for their part, didn't exactly stay true to their principles. They tried to escape class-based society. But between Stalin's autocracy and the rise of the nomenclatura, they ended up creating one anyway. Once people have power, they stop caring about equality. That's where communism, where society in general reaches its limits. The rulers only care about their own gain. The opposing side becomes a risk factor that threatens the profit, and thus the ongoing struggle between capitalism and communism was born. And now, nuclear deterrence is part of the picture. Exactly. They say nuclear weapons are the reason we haven't seen conflict on a global scale since World War II. The thought that your opponent might launch nukes against you sort of makes it tough to start an armed conflict, especially now that they've got intercontinental ballistic missiles. Nowhere is safe. Of course, all that has caused military expenditures to skyrocket. Well, the only way to ward off a preemptive strike is to flaunt your own nuclear stockpile.
and that's caused their numbers to increase exponentially, not just with regards to destructive power, but in terms of targeting technology too. Now they can hit a target halfway across the world with pinpoint accuracy. In a way, the space race was a demonstration of that technological progress. And as a result of all that, we now have mutually assured destruction. It's the ultimate form of deterrence. No one's going to launch their nukes knowing they'll be obliterated in return. I don't know. The chance of somebody hitting the button by mistake is never zero. You're right. Even with peace guaranteed by MAD, there's always the risk of an accident. Nobody wants the world to end on account of some machines malfunctioning. On the other hand, thanks to deterrence, we haven't had a world war since 1945. You gotta admit, it has been pretty peaceful. Not that it matters to us. People point at the nuclear arms and space races and call it a Cold War. I say if they're not shooting at each other, why not call it world peace? Doesn't mean war is gone. Look at Korea. Look at Vietnam. Well, yeah, but I'm talking in relative terms here. Besides, if war died out completely, we'd be SOL. We're not warmongers. And yet, we can't survive in a world that's at peace. You got a point. Oh boy. Ich mache heute erstmal nur Miller. Und beim nächsten Mal gehen wir voll in die Kassetten von Paz. So it's been more than 10 years since the Cuban Missile Crisis, huh? I don't think we'll ever forget it. No kidding. Those 13 days starting October 15th, 1962 were probably the closest we ever came to all-out nuclear war. The Russians deployed nuclear missiles to Cuba. America responded with a naval blockade. Then Russia shot down an American spy plane. I was still a teenager back then, but I remember what it felt like to be one step away from nuclear war. The adults were freaking out. If it wasn't for the Cuban Missile Crisis, there might never have been an Operation Snake Eater. And... What's the matter, Snake? It's not like you to get all hypothetical. I guess not. It was the reassessment after the missile crisis that paved the way for the hotline between Moscow and Washington, and also for détente. That's irony for you. The Treaty of Tlatelolco was enacted to make Latin America into a nuclear-free zone. It bans the testing, use, manufacture, production, acquisition, storage, and deployment of nuclear weapons. The impetus was pretty obvious. The series of crises triggered by the deployment of nukes in Cuba. Not hard to imagine. Those 13 days had the whole world frozen in fear. Of course, the country that started it all, Cuba, hasn't actually ratified it yet. Still, the treaty's backed by over 20 countries. Anyone flouting at risk becoming an international pariah. True. Openall would investigate, no doubt. I heard they used Japan's 3 non-nuclear principles as their model when they drew up the treaty. I think the Treaty of Tlatelolco might have been their way of asking nuclear powers not to use nukes against them. That's the biggest difference between the treaty and the 3 principles. I guess you could call it a 4th principle. So Costa Rica abolished its army back in, what, 1949? Pretty gutsy move for a Central American nation at the time. Yeah, well, they'd just come out of a civil war. I'm sure they were driven by a desire to avoid another tragedy like Paz said. But I think they had a more compelling reason. Army coup d'etat are a way of life in so many Latin American countries. Imagine seeing that up close. No army, no coup. Makes sense. Plus, their economy was in ruins. So they honestly didn't have any money to spend on an army anyway. Yeah, but weren't they on less than friendly terms with Nicaragua? Yeah, and in fact, Nicaragua did end up invading. But the Civil Guard fought back and the OAS brokered a ceasefire. The US and the rest of the OAS had their back, and they used it to full advantage. For a quarter century, they survived in the powder keg of Central America. That must have taken some serious diplomacy.
even if the Civil Guard is pretty decked out for a police force. Must be tough to be a country without an army. Wenn man keine Armee hat und deshalb dann die Polizei so ausstatten muss, dass sie das Land verteidigen kann, ist es dann nicht dann auch wieder eine Armee? Wo ist da die Grenze? Hey, Snake, mind if I ask you something? Since when did you start asking permission? So, you used to be part of a CIA paramilitary unit, right? That's right. Ever do any ops in Central America? No, not personally. But there were other units who did all kinds of stuff. I remember the Bay of Pigs invasion back in '61. The papers had a field day with it. Operation Zapata. That was the CIA code name. The whole thing went south. Then there was Che Guevara, being hunted down in Bolivia. I heard the CIA had a hand in that, too. There were several units similar to mine. MSP, SOG. They'd recruit former special forces, train them as intelligence agents, and send them on deniable covert paramilitary operations. One of those units trained the Bolivian army in counter-guerrilla tactics. And then had them shoot El Che. So the story goes. Around here, they say La CIA instead of CIA, huh? Nothing strange about it. That's how it's pronounced when you read it in Spanish. It has the feminine noun ending a, so they use the article la. Apparently, some people have taken to using the term UCLA. That's a new one to me. What's it mean? It stands for Unilaterally Controlled Latino Assets. Meaning they're local agents? Yeah, that's the idea. Washington uses them like pawns. Nobody knows who they really are or what they're doing. Bisschen habe ich noch. Für heute. Oh, jetzt wird's interessant. So I hear Amanda mistook you for Che Guevara, Snake. That's not too bad, huh? Yeah, right. I'm not even worthy of polishing his boots. Don't be so modest. From where I'm standing, your men see you as a great man. As great as the century's most complete human being. That's Sartre, right? Well, there's hardly been a more iconic figure of his times than Che. Oh, he was more than that. He was a true revolutionary and a great warrior. I'm with you there. Can you believe that when he first went to Cuba with Fidel, they had only 12 guys with them? But they rallied. They brought in new recruits, won the support of the peasants, expanded their organization. And in the end, they overthrew the Batista regime. People flocked to them because they were honest. They won because they were strong. Those are the qualities that make men great. You know, we're kind of in the same boat they were back then. Here we are, a handful of mercenaries taking on an army backed by the United States. Yeah, we've got a long way to go. But we've got to keep on going. It's not just about winning in battle. You need to think about recruiting people and growing this operation. Got it. Boss, did you ever read Che Guevara's book, Guerrilla Warfare? I can't remember if I got to that one or not. You should have. That's why I lent it to you. A lot of the guerrilla tactics it covers apply to sneaking missions, too. Che was one of the first people to articulate the theory of guerrilla warfare. T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia, was another one. And Mao Zedong and his On Protracted War. Theory aside, Nicaragua's General Sandino was one of the first to put guerrilla tactics into practice, which explains why the Sandinistas named themselves after him. If you think about it, guerrilla warfare itself has been around since ancient times. There's only so many ways a small group can upset a large army. There was a samurai in Japan who excelled in guerrilla warfare. No kidding. Tsunoki Masashige. He was a warrior who lived in the medieval era. He used unconventional tactics to help overthrow the Kamakura shogunate. Like what? Trojan horse-style maneuvers and decoys to confuse the enemy. The best one was when the enemy was climbing the castle walls. He dumped boiling water and human excrement on them. Huh, sounds great. Let's put it in the MSF playbook. You're not serious, are you, boss? Why not? We've got plenty of crap to unload. Yeah. I'll think about it.
The year the Cuban Revolution was won, Che visited Japan as a member of an economic delegation. While he was there, he visited Hiroshima. Hiroshima? Since he was there to discuss economic issues, Hiroshima wasn't part of the original itinerary. Some said the Ministry of Foreign Affairs didn't want to let him go, but he went anyway. He snuck out of his hotel and took an overnight train. Traveling guerrilla style. Sounds like Che, all right. He visited the Peace Memorial Museum and the atomic bomb survivors' hospital. Apparently, it gave him quite a shock. As a doctor, it must have been painful for him to see how the victims suffered. Nukes destroy everything. He was quoted as saying, "They put you through this, and still you do whatever America says." Those words really hit me hard, especially when I think of my mom. He said something else, too. Let us all love Hiroshima and its people. I can believe it. Che never managed to numb himself to other people's pain. That's why people loved him. And why he died. That bandana you're always wearing, that thing's a real antique. Ever think about getting a new one? This one's fine. Come on, we can't have our boss wearing a raggedy old thing like that. It was a gift, okay? It wouldn't be right to get rid of it. It was. Okay then. Speaking of which, Che supposedly had a black scarf he used to take everywhere with him. A scarf? One of his comrades gave it to him when he broke his arm in battle. Che used that silk scarf as a sling, and the comrade who gave it to him became his second wife. Alida, right? Even after his arm healed up, he never went anywhere without that scarf. What about you? You get that bandana from someone special? No, nothing like that. It's important to me. That's all. The Boss war schon ein wichtiger Mensch im Leben von Snake. Kann man schon so sagen. You were saying Japan has a peace constitution too. Yep. Japan renounced war in Article 9 of its constitution, aspiring sincerely to an international peace based on justice and order. The Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation, and the threat or use of force as a means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. You know it by heart. Some things you never forget. Impressive. There were some parts I didn't quite get, though. Like the whole means of settling conflicts thing. Yeah, that's been the subject of debate. Whether or not it forbids any and all use of force. The current Constitution was originally drawn up under the Allied occupation. The first draft was even submitted by Allied GHQ. So naturally, there are some who feel the Constitution was imposed on Japan by foreigners. Things like that are never simple. Same for every country, I guess. One thing's for sure, though. Not having an army let Japan focus on economic recovery after the war. In that sense, it's the same as Costa Rica. Kaz, you were in the Japanese Self-Defense Force, right? I thought that Article 9 you were talking about earlier prevented Japan from having an army. Yeah, and that's another subject of controversy. The Self-Defense Force is an organization for the purpose of defense. Article 9 of the Constitution does not deny Japan's right to self-defense. Therefore, the SDF is constitutional. That's Tokyo's official stance. Sounds complicated. Call it what you will. It's a distinctly Japanese way of interpreting things. Kaz ist übrigens halber Japaner. Seine Mutter ist Japanerin gewesen und sein Vater ein US-amerikanischer Soldat. Aber das wird auch irgendwann nochmal genauer erklärt. In irgendeiner Kassette. The US has military forces stationed in Japan, right? Right. Even though the Allied occupation ended, American forces are still stationed there under the US-Japan Security Treaty. Unlike Costa Rica. Part of it stems from the occupation, but Japan also occupies a key strategic position from America's perspective. It's next door to the Soviet Union and close to China and North Korea as well. It's integral to the security of Pacific Asia. For America,
Japan represents a barrier against communism. What about for Japan? As you might expect, there's deep-rooted opposition to the alliance. In 1960 and 1970, when the treaty was up for revision, there were mass protest movements against it, especially in Okinawa. The U.S. only gave it back to Japan 2 years ago, and American bases are still concentrated there. It's a heavy burden for the Okinawans to bear. Then why don't they scrap the treaty? Lots of reasons. There's the imbalance of power with the U.S., of course, and if Japan pulled out, they'd be losing the nuclear umbrella America provides. And as for whether the JSDF could defend the country after the Americans left, I really couldn't say. Costa Rica is in a similar situation. They depend on the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, the so-called Rio Pact. So, the countries with peace constitutions end up having to rely on other countries' armies. Kind of ironic. On the flip side, not everybody in America is satisfied with it either. Some people argue Japan is freeloading off America's security guarantee. And you know how Japan's industrial exports are making inroads in the States. Yeah, I've got a Japanese camera myself. Best damn camera around. Japan's low defense spending allows it to invest more in economic recovery and expand its share of the American market. That's a bitter pill for Americans to swallow. You know that today, Japan is under the American nuclear umbrella. Right. The U.S. vowed to retaliate against any country that launches a nuclear strike against an allied country. That promise deters nuclear attacks against America's allies, hence the term nuclear umbrella. But suppose the Russians nuke Tokyo. Would America really nuke Moscow in return? If they did, the Soviet Union would undoubtedly retaliate. Would Washington really be willing to risk having a bomb dropped on itself in order to avenge Japan? I'm not so sure. Don't tell me you're still worried about Japan. After all these years? It's not that. To be honest, I'm not convinced either. But Moscow faces the same dilemma. Maybe Washington wouldn't retaliate on Japan's behalf. Then again, maybe it would. So you're saying Moscow wouldn't want to risk being attacked either? The whole concept of nuclear deterrence is entirely hypothetical to begin with. When you get down to it, it's all smoke and mirrors. Japan shall not possess, manufacture, or allow the introduction of nuclear weapons into Japan. Those are the 3 non-nuclear principles set forth by the Japanese government. Allow the introduction? That's funny. Some of the U.S. warships that visit Japanese ports are armed with nukes. Or are you going to tell me they transfer them at sea onto other ships every time they visit? You raise a good point, Snake. But the Japanese government doesn't recognize it as such. The introduction of nuclear weapons into Japanese territory would need to be agreed upon in advance. America hasn't made any such agreements. Therefore, they aren't bringing nukes into Japan. That's the official excuse. Doesn't sound like much of an excuse to me. I don't blame you. Keep in mind, though, Japan suffered actual nuclear attacks. Anti-nuke sentiment there runs deeper than you think. I suppose the government's not really in a position to admit that sort of thing. Ah, da ist auch About Himself drin stehen. Ja. Na, vielleicht noch nicht. JSTF fahren wir. So tell me, Kaz, how's the self-defense force you were in different from an army? The JSDF is set up for national defense. It's not configured for aggression against other countries. It's what you'd call exclusive defense. Exclusive defense? It's the fundamental strategic posture of the JSDF. No preemptive attacks. Only the minimum defensive action necessary after an enemy attacks. Anything defined as self-defense, then? The JSDF originated as the National Police Reserve. Back then, American forces stationed in Japan were being sent over to fight in the Korean War. So in a sense, the NPR was filling a gap. Police, huh? Reminds me of the Costa Rican Civil Guard. Yeah, exactly. They're also dispatched to provide disaster relief. The year before I joined, they had a hell of a time trying to rescue some buses that got hit by landslides. So why'd you quit the JSDF? Because I didn't have a reason to be in Japan anymore. A reason? My mom had died 3 years earlier.
so I didn't have to care for her anymore. With her gone, there was no point hanging around in Japan. Yeah, but a man with your talents could have risen pretty high in the ranks, I imagine. I don't know what they made of me. Could be it actually alienated me from the brass. And personally, I could never get used to the idea of exclusive defense. Meaning? On a strategic level, I can see how a country could go with the exclusive defense model used by the JSDF. And I've got nothing against my fellow soldiers who believe in it. On a tactical level, though, it just rubbed me the wrong way. To put it simply, I was itching for a real fight. I figured. And I felt as long as I was in the JSDF, I'd never be able to stand shoulder to shoulder with my father, who was in the U.S. Army. Seeing Yukio Mishima's suicide didn't help either. Yukio Mishima, the guy who wrote The Temple of the Golden Pavilion. The way he questioned the status quo hit home with me. Not that I admired his vision or anything, but it did get me thinking, that's for sure. Don't forget to give the MSF staff assignments. Where you place people will determine how Mother Base grows. Right. That goes for me too. Assign me wherever you think is best. You? I thought you were second in command. Don't worry, I've got that covered. But MSF is still small, and I don't have the leisure of sitting around on my butt all day. I see your point, but... Not to brag or anything, but I kick ass at whatever job you gave me. Put me in the area you want to focus on developing most. I'll take real good care of the staff there. Easy, Kaz. Das ist eine schöne Geschichte. Life's funny sometimes, isn't it? What brought that on? We first met as enemies on the battlefield. And now here we are fighting side by side. You mean Columbia? Yeah. After I quit the JSDF. I made my way there and got myself a position as a drill sergeant for a band of revolutionaries. Despite the fact that I'd never seen a day of combat. I see you had the gift for talking business in Spanish even back then. Oh, come on, stop it. You're making me blush. Unlucky for me, though, you were in the service of the Colombian Army. I remember it like it was yesterday. It all happened in an instant. You guys ambushed us, and half my unit was taken out. My mind went totally blank. I couldn't keep it together. My whole unit was wiped out. And I was left half dead from a bomb blast. Then, as I was leaving, you yelled out at me. I came all the way from Japan to be here. My place is on the battlefield. Then you asked for my help, saying, I want to be the one to end it. I remember being surprised that there were still samurai in Japan. You guys came over to me. I had a grenade hidden under me, but even then you were too fast. The second I pulled the pin, you grabbed the hand I was using to hold the grenade with both palms. I didn't want it to go off. I'd heard samurai were a proud bunch. I wanted to know why one of them would stoop so low as to try to take his opponent with him. And I said, I'll never lose again. We'll never lose again. Yeah. We'll do whatever it takes, but we'll never be beaten again. Then, I passed out from the blood loss. When I woke up, I was in your camp's infirmary, stuck full of tubes. Why'd you save me? Your enemy after I tried to kill you. Because you swallowed your pride and fought with everything you had. I just didn't want to lose. You found a way to fight back, even in the face of death, even when you knew you were going to die. That's the mark of a true warrior. It's not about gain and loss, or victory and defeat. I looked at the way you lived your life and saw the path I needed to take as a warrior. Wow, I never knew that. And that's why you... I realized then that the battlefield doesn't only divide people into allies and enemies. Sometimes it tells you more than just who's an ally or who's an enemy. Sometimes it helps reveal your true comrades. Like you and me, huh? That's right. And 2 years later, here we are. Ich glaube, das reicht mir für heute. Und uns das nächste Mal noch ein bisschen anhören. Bin jetzt doch etwas müde. Bin auch schon 6 Stunden live. Und auch schon was länger wach.
Das heißt, ich speichere einmal. Wenn gespeichert ist, kann ich das System auch ausschalten. Und einmal hier rüber wechseln. So. Das war doch ein ganz netter Einstieg in Metal Gear Solid Peace Walker. Wer oder was Peace Walker ist, immer noch rausfinden. Ich will noch eine ganze Menge rausfinden. Wo die Stimme von The Boss herkommt und noch ganz viele andere Geheimnisse, die noch gar nicht in Frage gestellt wurden. Das Spiel hat noch einiges auf Lager und auch einige richtig asoziale Stellen, wo ich keinen Bock drauf haben werde. Eigentlich alle Kämpfe gegen irgendwelche Fahrzeuge, die werden mich richtig abnerven. Es ist auch richtig toll, das nächste Mal direkt mit einem Panzerkampf anzufangen, aber ich weiß, dass es jetzt noch lange gedauert hätte und da hatte ich keinen Bock mehr drauf für heute. Nächstes Mal. Ich freue mich drauf. Es wird wunderschön. Ich mag das Spiel. Es spielt sich gut, hat eine coole Story, ist halt nur nicht ganz so cool wie Metal Gear Solid 3. Aber ja, egal. Wir sehen uns dann demnächst, wenn ich wieder Zeit und Lust habe zu streamen. Und ja. Ich bin jetzt raus und werde gleich ins Bett gehen. Bis dann, auf Wiederschauen. Eingehauen und so. Bis dann.